dead or dying, and him and his daughter are, thirsty, and they're dying. The last of their race. The last of their race, yeah. And then it opens like you're panning up on desert, and then the very end of the movie, they're in this big field of water. So there's a little like full circleness to that because he finds this space god. Oh yeah, spoilers on everything. Nobody cares. It's been so long since all these movies came out. We don't give a fuck. He wants to grant. He's so angry at the gods because, and that's funny too. It's like you have this emotional, heart-wrenching scene where his daughter dies, and then he finds this oasis where the gods live, and the god is this horrible asshole. He's just mocking him. Yeah. All the gods are assholes, and then so you're which is like, good in concept. I think the execution, again, that tonal whiplash. If it was just him in the desert, that'd be one thing. But we just saw his daughter die. Right. So it's like then all of a sudden the god is super goofy and comedic. It's like, ugh. We just vanquished the holder of the Necro Sword before he could harm any other gods with that cursed blade. And so you're setting up your villain's backstory and motivation and almost some sympathy for him, but then he gets the sword, and then he gets like corrupted and vengeful because the sword is the god killer's sword and it can slay gods. And so not just his own god on his own planet, but he wants to go after all of them. And this becomes a problem for Thor because Thor is a god. It's a good setup for your villain. And that's why I was saying that a lot of these Marvel movies, the weakest aspect is the villain. Here, the villain's good. He's got good backstory. He's played by a very good actor who's taken his job super seriously, and he's just in the wrong movie. Right. It's so bizarre. He's in the wrong movie. Jane with cancer is in the wrong movie. Chris Hemsworth is in half of the wrong movie. Depending on the scene. I mean, he knows how to, like, he's perfect. He knows how to do the comedy and then kind of like gently segueing it into, okay, Thor has to be serious now. Yeah. And he works, but it's just a lot of the other elements seemed kind of all over the place. Like, a lot of the humor I liked. I really like the scene where they go to the God City and Russell Crowe is Zeus. That's where it's like we're just goofing around. And Russell Crowe is, I don't know what his accent is, but he's very funny. He's trying to do a Greek accent. I don't know if it works, but he's Australian. But it's funny. Yeah, it's a little garbled and muddy. But that adds to it, and that's again that attitude of like, fuck it, I don't really care what we're doing. We're just goofing around here. Right. That's where they go full force into that. Yeah. So scenes like that are fine. The screaming goats. Alright, everybody just relax. The goats are gonna be fine. If not, we can just use it to meat. They really... I was thinking of the David Pumpkin sketch with Tom Hanks on SNL. How's it hanging? I'm David Pumpkins! It's like, why'd you go all in on David Pumpkins? Because, man, they seem to think those screaming goats are hilarious. Any question? It's funny at first, and then they just keep doing it. So then the general premise is Gore, the god killer, god slayer, with the sword, magic sword, that just exists. I'm sure it's in the comic books. It's fine, it's but comic book stuff. It's like, hey, there's a new thing. Yeah. He wants to get to an entity who lives in the center of the universe called Eternity that can grant a wish. And in order to get to the entity, he needs to open up a secret gate, which the symbol on the gate is the Bifrost symbol. So he needs Thor's magic axe to open up the gate in this temple to lead him to Eternity, so that he could grant, so that Eternity could grant him the wish to eliminate all the gods in the universe. And of course, Thor has to stop them. But in order to lure Thor and friends, he kidnaps a bunch of children from New Asgard as bait. Who apparently aren't aware that they're in a movie. And all those scenes where they're captured and they're in like their cage, those kids just are like smiling and bored. And they don't look like that they know that they're in a movie. Oh. Are they doing the lightsaber thing? Looking at the camera.
Yeah, and there's some fun stuff. Thor astrally projects himself there, and he says all the wrong things in front of the kids. He doesn't quite know how to talk to them. Yeah. I can't believe you killed Zeus. Well, you know what they say. Never meet your heroes. There's a fun bit where he's trying to talk to him, and what's her face, Tessa Thompson, is like tickling his nose. So Yeah. the whole time he's doing this, Yeah, it's like, this is kind of funny. I mean, obviously Taika Waititi. Yeah. Taika Waititi. Sorry. Hey everyone, I'm Taika Waititi. I don't know how to say his name. I never said it before. Knows how to bring the funny. Even though you don't like him personally. I guess there was a mini controversy around this movie when it was coming out in theaters, and he was doing the promotional rounds, and where he just really came across, and this comes across in the movie, where he just didn't take anything seriously. And I know he's a comedic person, but it just felt like he was it was like Vogue or Vanity Fair or something, where he's doing like a breakdown of a scene from the movie. It's him and Tessa Thompson. Hey everyone, I'm Taika Waititi. And I'm Tessa Thompson. And we're here from Thor Love and Thunder. And he's just like, the special effects of this scene aren't very good, and just like, if you're self-deprecating is one thing, but this was right around the time when all the articles and stories were coming out about how the effects artists for these movies are horribly overworked, and deadlines are constantly being crushed, and all these things. Does that look real? In that particular shot, no, actually. It's like, maybe leave that alone, like make fun of your direction. And he just came across like he didn't give a shit about the movie, like too cool for it almost. And I found that very off-putting, as opposed to someone like James Gunn, who his movies are comedic. They also have a tough time balancing tones. I think he does it much better. And then Taika Waititi just feels like, I did that Thor Ragnarok movie. I had a concept for that, so we made that movie. And now I guess I gotta make another one. It's because it used to be when he would wake up. That was my reaction. But you just left it there randomly. You said that. I never noticed it. I was never looking at you. Trust me, I did. You got a dick, and it was like, And I'd be like, how big do you want the dick? And then what happens? You take that footage, you put it in your computer, and you add like little bits of like blue lightning stuff, and then Love it. that's. I didn't really like when Thor just said, I can give all my Thor powers to children. I can just hand out my Thor powers to anyone temporarily. That's news to me, that's a power that he has. Would have been helpful during that battle against Thanos. Just zap out all those Thor powers to everybody. It seemed a little like... But we can't have just Thor beating the bad guy. Right. It would have been, to me, more exciting if the kids were all in danger and hiding and barely escaping and hiding under this and that, and Thor was like fighting furiously to protect them at every cost, you know. But instead, it seemed lazy. It seemed like a convenience, a plot convenience. Like they just made it up. Oh, he just hands out his powers. And here's where someone tells us that he can hand out his powers. It's in Thor issue number 382. I mean, that's fine if that's a power, but movie-wise, you don't just pull it out of your ass at the end of the movie. Movie-wise, it felt like it was pulled out of his ass, out of the movie's ass. And like you said, I don't know if that's true. If that, Marvel people said you gotta have this, gotta have this. I don't know if that's actually the case. That's what it felt like, because he made that first Thor movie, he did a good job. Then he went off and made his Jojo Rabbit. It's one of those like one for them, one for me kind of situations. Like, oh fuck, now I gotta go back and make another Thor movie. All I know is the man created a little movie called What We Do in the Shadows, and the TV show is probably the best thing I've seen in a very, very long time. Oh yeah, and when we finally understand why the movie's called that, it's because he's got the little girl with him now. And we're like, yeah, but who's this little girl? Like, I know it's Gore's daughter, but that kind of just happened. Here, have my daughter as I die. Well, I thought the ending was kind of sweet. We needed. I know, obviously, she dies at the very beginning of the movie, but we need something more with that daughter. Just the idea of like, oh, I'm gonna take your daughter now. Well, it just felt so like rushed compared to everything else. Yeah, I mean, if there was some kind of logic to it, it would be like
like a soul for a soul kind of situation. Like, I mean, I get it. Yeah, thematically what they're doing. But yeah, well, story-wise, Jane had to die in order to save the little girl, which disarmed the enemy. The bad guy wouldn't wish for, because I don't know the rules of the Eternity character, but the bad guy chose love over hate, and decided not to kill all the gods if the thing would resurrect his daughter, but he had to die, and then Jane had to die, and then Thor was stuck with the little girl, which I thought was fun. He has got to raise a kid, and she's part god now, and they're now Thor, Love, and Thunder. They're a team, and they run around and save planets. It's a whole new adventure, Jay. I can't wait for her Disney Plus series that I won't watch. You are more of an old man than me. That's not true. I have some spark of hope left in me. Like you said, issues with it, inconsistency with tone, logic. What are we doing? And then, did you watch the post-credit stuff? There's something with Russell Crowe at the very end. Yeah, I was excited about that. Well, this means he didn't die, which I guess is good, because it was a little fucked up that Thor just kills him. It's like, oh, okay, he didn't die. Thor kills Zeus. Yeah. Like I was like, that's a little unlikely. And Zeus is like there with this hole in his chest. He's like, I'm fine, but I realize that us as gods, we've become a joke, and it's time to bring back our wrath and make them fear us again. And then he goes, Hercules, and then they pan over, and it's the guy from the fucking Ted Lasso show. Oh, really? You ever watch that show? No. It's a bunch of crap. Everybody loves that show, Mike. Sucks so bad. Here we go. In 3, 2, 1. Tom Cruise returns as the character of Top Gun. The first film came out 62 years ago and had a homoerotic volleyball scene. This new film is updated for a hip new audience by having a homoerotic football scene. Oh, and there's ladies now, so it's not quite as homoerotic, unfortunately. The movie also has a soundtrack filled with dad rock, and it's like the 5th highest grossing movie of all time. In the film, Tom Gunn has to teach a class of pilots how to fly their planes more betterer and bomb a lunchbox at the base of a mountain valley. It's a dangerous and complicated flight path with little chance of survival. Hey, don't drones exist now? I watched Top Gun Maverick, which I had zero interest in, and within 20 minutes, I was like, hey, this feels like a real movie. It was very exciting. Yeah, my reaction to it, like, I had no interest in it because Everybody likes this movie. I think I saw I the still original haven't seen it. a long time ago. I've seen it once, and I remember thinking it was fine. Yeah, it's just not my thing. Yeah. It's like race cars and airplanes. I don't care about. He is an adrenaline junkie, that man. Yes. But And this is a movie that would not be made today if it wasn't for the still existing star power of Tom Cruise. yeah, and it's not just star power. It's like Influence or influence, obsession for perfection. It's very important to me that it be practical. And I said, I'm not going to make this film unless we can accomplish that. He's like the real deal when it comes to like insane, like I'm gonna get this done, practical hell or high water stunts. And, Yes, and that's the big thing, but it's not distracting. I think there was one of the Mission Impossible movies where he's like hanging under a helicopter or a plane. He's climbing on something, and they've got cameras under there where they're like, you could tell they're like filming through this thing, and then it looks like it was impressive, but you could tell like that the way that it was shot was not cinematic. It looked more like documentary footage because that's the only way they could shoot it or something. But this doesn't feel that way. No. And all those actors are really in jets flying around. And, I read a little bit about it. They had to go through training, and they were always throwing up. And they were required, once the plane took off, the actor themselves were required to run the camera
Yeah, I saw that. do their own makeup, kind of fit because no one could communicate with them, and so pretty intense, like unusual filming circumstances in order to make this. And then they filmed a bunch of stuff, and they come back down and look at it, and they're like, nope, do it again. Yeah, I saw Miles Teller talking about one time they had to redo a whole scene because he just didn't hit record on the camera or something. Right. Yeah. So it's like, yeah, but that's the selling point of the movie, is that these are all real things happening. We don't have a little cockpit set and a green screen. Yeah. And, the lighting makes it look completely unrealistic and unnatural. Like, you make a movie like this because that's what the movie is. Yes, and as far as the story goes, all the things necessary to make a movie blockbuster, it was done with like the pinpoint precision of a guided bomb, a laser guided bomb, like everything. Yeah. And it's almost like, it's certainly, I don't know if you want to call this a soft reboot or a sequel that it's came definitely one of 36 years those later. legacy sequels is what they say now. Yeah, because it's like the beats are all there. He's the instructor now. There's the group of hotshot pilots. He's got the love interest. You get the shirtless sports scene. All the famous scenes. At the beginning of the movie, I thought I was watching the first movie. I thought I fucked up somehow because we get all the shots of the plane and like the font of the credits, yeah. And then the Highway to the Danger Zone song. It's like, did I put on the first movie somehow? Yeah, there's two changes I learned in the opening titles thing. It's like, oh, the Air Force has a secret blah 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 program, and it said it says not before it said the men of the this fighter, and now it says men and women. Okay. And it says in order to ensure the best pilots in the world, it was spelled INSURE, and they changed it to EN. Okay. They fucked up the first time. Towers, this is Darkstar. We are taxiing with information Alpha. Darkstar, you're clear to taxi. Runway 21. He hit all these points, like all the points, right? Flies in a super modern plane. The most modernist of modern planes. I thought it was a SR-71 Blackbird when they showed it. And I was like, oh, cool. But I think that's been retired. It's like a spy plane. I know nothing about planes, so... It's what the X-Men fly around in. Oh! It looks like that. It's a big black plane, and it's meant for, like, dodging radar. So it was one of those, and he has to get to Mach 10. He's trying to see if he can, make it to Mach 10. And Ed he pushes it a little too far because he doesn't play by the rules. Because he's Top Gun. Right, and... and that part when it first takes off, yeah, and we have that wide shot on the ground, and that the roof of that building comes off. That wasn't supposed to happen. Right. Yeah. And so it's like, oh, that's great. Yeah. Like real things happened. This wasn't a CG plane. And they're like, we can't do it again. It's just too expensive to do it again because they're flying a real high-tech jet. Yeah. So you have high-tech jets that exist, but in the movie, they have to use slightly older planes, probably because in the logic of the real world, they couldn't just give the production of this movie 10 like super expensive, high-quality, top-of-the-line fighter jets to use for Tom Cruise to play with in his movie. Sure. They're like, we'll give you 5-10 jets to shoot with and the pilots that will pilot them, but they're not going to be a few years old. Sure. And that also adds into the storyline because they have to do this mission and the bad guys have more advanced jets, so that adds a little threat there. Do they ever establish where they go? No. I don't think they do, right? Because they know can't get away with that. Wherever we put it, it's going to offend somebody. Well, they don't in the first one either. Okay. It's just like nondescript bad guy. Because it doesn't really matter. It doesn't really matter, and it doesn't matter to the pilots. Yeah. They're all about performing their mission with precision. Yeah. And getting out safely. So the global politics of it doesn't matter to them. That's like the only, if I had to pick a really small thing, that would be the only thing. It would be like, well, if this crazy country, I'm going to assume it was North Korea. I'll explain in a minute. But, okay. If this crazy country does something with the nukes, they plan to blah, blah, blah. But the threat was that they had an underground nuclear reactor that was going to go online, and they're going to start enriching uranium.
And once uranium's enriched, that's when it becomes like dangerous. When you blow it up, it causes all sorts of damage. So there is a threat. But if they established the importance of that threat, maybe it would have helped a little bit, but really the story was about the characters. It's about the personal stakes. The personal stakes, and the characters coming home alive, and Tom Cruise learning, trying to get Goose's son, played by Miles Teller, to trust him again and forgive him for the death of his father. Yeah. So that's really the story, and that's the important part. But the bad guys have that like weird fake logo on their plane, and you never see them. They just have the helmets. You don't want to show some like Korean guy. You can't show anyone. But I guess, I forgot that was an element of the first movie too. So it's like, okay, well that carries over. It worked. I only saw the first Top Gun once. I've seen Hot Shots like 50 times. Call them Hot Shots. The mother of all movies. In this movie, they fly over water off of the aircraft carrier, and they enter like snowy peaked mountains. Yeah. It's, North Korea, the north of it is very rocky and snowy, mountainous. So it's probably Kim Jong-un making nukes. Sure. Wink, wink. Yeah. That's the one country you can offend, North Korea. You don't worry about their box office returns. You don't want to offend China. And there was controversy early on about his patch on his jacket, so it was like country neutral to not offend China. Blah blah blah. They like digitally removed it. I think just changed it from the same patch that he had in the first movie. Oh, okay. I'll have to look this up, and I'll put up like a story about it somewhere so you can read it, because I don't really care that much about it. But so yeah, that's fine. But the movie bounces back and forth between regular film and IMAX, so you know the action and stuff is coming when your aspect ratio gets wider. It's the old Christopher Nolan trick, yeah. And it's great. This is one movie where I didn't give a shit about it when it came out. It's like, I don't care about another Top Gun. But now I'm like, I kind of wish I would have seen that in a theater. It would have looked great. Well, that's the thing, is like, story-wise, it's fine. It does enough of what you need to do to establish the what's it, Rooster, right? That's Goose's son. And Tom Cruise, their kind of history. And it's fine. It does that well enough, but then you get to the third act, which is just all action, and it's legitimately exciting to watch. Which I can't say. Usually by the time you get to the third act of a lot of bigger movies now, I'm just like, when is it over? Right. Yeah. Jurassic World, like how long it just keeps going. Right. And here it's like it rejuvenates the movie. Yeah. And you mentioned that it takes place in like a snowy landscape. That's like a nice visual change of pace from where we've been the rest of the movie. So that helps too. Yeah, they're practicing in like California or Nevada or something where they can fly around in canyons and practice. The only thing that it probably didn't need is a love interest, but that's one of those, you got to put that in there. You got to put that in there. Yeah. We're not going to bring back Kelly McGillis from the first movie. I'm not saying anything personal about her, but I know the way Hollywood thinks. They're not casting her again. I guess. They cast Jennifer Connelly, who was like 12 when the first movie came out. She's about 10 years younger than Tom Cruise. Tom Cruise just celebrated his 60th birthday. Jennifer Connelly's in her early 50s. So it's not like absurd age-wise, but I know what you mean. But you know why it's in there. You know why it's in there, and that's kind of disappointing because Kelly McGillis kind of looks like a grandma now. But, Jennifer Connelly, of course, aged well. And so it's like, well, we have to have a love interest, but we can't bring back Kelly McGillis. I think she was the instructor in the first movie. Right, Kelly McGillis, something like that, and so they had a little romance. So it would be weird if she came back because he's the instructor now. Yeah. Logically, it makes sense, but you know the reason why. Tom Cruise looks like he's 30, and you don't want him smooching on a grandma, and he doesn't want to do that. You can be my wingman anytime. Bullshit. You can be mine. It had all those beats, because I think wasn't Tom Cruise and Val Kilmer kind of like adversaries? Yeah. Like Iceman, and then they'd learn to be friends at the end, and that's kind of like the Hangman character in this.
with Rooster. You know, it's all very self-aware that they're repeating the first movie, just doing it on a grander, more bigger visual scale, more modern technology. And well, it's a prime example of like, it's not always necessarily the story you're telling, it's how you tell it. Right. And if this was a bunch of people on green screens, like none of it would have worked. Yeah. You mentioned Val Kilmer comes back, and obviously he's limited with what he can do now, and I think they handled that pretty well. Yeah. They worked it into the story. And I like that there seems to be a history in between the first Emma and all those like beats. You know, it's all very self-aware that they're repeating the first movie, just doing it on a grander, more bigger visual scale, more modern technology. And well, it's a prime example of like, it's not always necessarily the story you're telling, it's how you tell it. Right. And if this was a bunch of people on green screens, like none of it would have worked. Yeah. You mentioned Val Kilmer comes back, and obviously he's limited with what he can do now, and I think they handled that pretty well. Yeah. They worked it into the story. And I like that there seems to be a history in between the first movie and this one, as opposed to a lot of these movies where they bring back the characters from the original, and it's like they've done nothing between movies. Their whole life exists in that first movie, and then they just stop. Jurassic World, so you can kind of say that about Han Solo. But in this one, it's like, yeah, he has a history with Jennifer Connelly, with their kid, and that's all kind of established without going overboard on exposition, but it's there. And with Rooster, Miles Teller, and his mother, played by Meg Ryan in the first one, who has died in between the two films, and she told Tom Cruise, don't let him get into fighter piloting. He's gonna get blowed up. And so, like, he delays his admittance to the Naval Academy because that's what the wishes of his mother was, but Tom Cruise doesn't tell him that, so they had some drama. Why'd you pull my papers at the academy? Why did you stand in my way? Effective, even the corny, kind of predictable plot things all worked. Yeah. Just because it's just like, this is the movie we're making. We're making a big summer blockbuster movie about fighter jets. And we're doing it exactly, precisely the way it needs to be done, without overdoing elements, without being stupid. And we're really going to focus on high quality action sequences. Heads up, Phoenix. But yeah, they go on their adventure at the end. They trained for it. I think that's what makes the ending effective, is that you know the stakes, not just the nuclear bad guys getting nuclear power or uranium, but the difficulty of the mission. And it's all explained very clearly how it's down to time and seconds, and they have to perform all these maneuvers. They're getting 8-10 Gs flying up out of this canyon. It's like a perfectly designed mission that's super difficult. And I'm sure some people hated this movie because they hate Tom Cruise. He's an egomaniac, and he wins in the end, and he thinks he's so awesome. And, hey, he's responsible for getting a movie, multiple movies at this point made that have like real action scenes in it that are exciting to watch because you know they're real. Yeah. All those Mission Impossible movies, there's some great stuff in there, especially coming after watching Thor and Jurassic World, which just feels so phony. It feels like you're watching I don't know, a fast food commercial or something. Yeah. That just goes on for 2.5 hours. Right. But they do their mission. It's fucking exciting. And then we have a little twist where they gotta get in the old plane. Yes. And all the dads in the theater clapped. He's like, we're gonna get a super modern ass plane. I'm gonna shoot up into the atmosphere and fly 10 knots, 10 Gs. No, 10 G is like the weight, the gravity. It's Mach 10. Oh yeah. Sorry, the speed, and that's gonna be awesome. Then I'm gonna fly around in an okay plane, but then at the end, I'm getting the old F-14 fighter pilot from the first movie. And it puts him at a disadvantage.
Your hero's at a low point. Yes, and they have to dogfight in the old plane and figure it out, and it's exciting and adventurous. And Miles Teller saves them at the end. And all sorts of goodness. It's adventurous. It's exciting. It's expertly done. But they were saying like Tom Cruise saved the movie theaters. Well, that's the crazy thing. This is like the 5th highest grossing movie of all time now. Is it that good? Not really. But I think the fact that it's done so well is just shows how people are just starved for like real movies. Yeah, and it's a good example of like a theatrical experience that's worth it. Yeah, it's like I think back to like I don't know, everybody went nuts for The Dark Knight. It's like holy shit, there's so much real stuff in this movie, and there's IMAX sequences. And it's like it feels like a reason to see a movie. And the opposite of that is Jurassic World Dominion. Yeah, that's such a slog to sit through. They really loved talking about their real rubber dinosaurs they had in there. They had a couple. Oh. We're just like Tom Cruise. We got real things in our movie too. So, yeah, that's that. I don't have much else to say about that movie, but if it's still playing in theaters, I'd go watch it in a theater. Check it out. Even if you have to deal with people eating nachos on your own lap. Does that happen to you a lot in the theater? They oversold tickets, so this fat guy had to sit on my lap the whole time and eat his nachos, and I spilled all over my clothes. All the nacho cheese got in my hair and my eyes. And he kept farting right on top of me. That's to be expected. Yeah, and I couldn't see the screen. And there's a miserable experience, but luckily it was for Jurassic World Dominion, so it kind of worked out in your favor. So, Jay, what would you recommend? Top Gun Maverick. Yes. That's it. That's it. With a pretty good recommendation for Thor: Love and Thunder. Definitely not Jurassic World Dominion. Thor: Love and Thunder is fun. Chris Hemsworth is charming as Thor. There's some good gags in it. A little uneven, so it falls in the middle range, but it's a watchable movie. It's fun. You may not have liked it. I didn't love it, but I thought it was certainly watchable. But Top Gun Maverick exceeds both of them. Yes. Exceeds both of them by a long shot. What troubles you? Well, Mike, we finally talked about some big summer movies instead of more indie hipster garbage. That's right, Jay. Some of the biggest, most successful, most popular films of 2022. Yeah, and I guess now we have nothing left to watch but Miracle Valley, directed by Greg Sestero from The Room. Oh no. It's a Tubi original? What's a Tubi? To be or not to be? That is the question. But before we watch Miracle Valley, directed by Greg Sestero of The Room, we've got to take our next dose of Glimbiza. Oh, thank God. Because I'm fiending. You know, no one's ever said that pain pills were addictive. Why don't they tell people these things? How many refills are left? How many refills? No refills. Oh, shit. Well, I guess we gotta make them last. Oh, wait a minute. Wait a minute. It's kicking in. It's kicking in. I feel all my joints tightening up. Sweet pain-free effects of Glimbiza. That'll make watching Miracle Valley, directed by Greg Sestero of The Room, that much more enjoyable. Hey, maybe it's a good film. I don't know. I haven't watched it yet. Or it's a Tubi original. They're not gonna bankroll just anything.
I think Tubi is who I get my life insurance policy through. All right, I'm about to hit play. I see it. What happened? Oh. Did you hit some button? Did you hit some kind of wrong button? No, the goddamn internet's down. Oh my god. How are we supposed to watch more movies on streaming? Oh no. We were just about to watch Miracle Valley, directed by Greg Sestero of The Room. I was looking forward to watching this film. Well, Jay, since we can't watch any movies on streaming, I think it's about time you watch Star Trek The Next Generation with me. Oh my god. Look, I happen to have the very first episode on VHS. It's no. called Encounter at Farpoint, and it's the most boringest thing ever. But you gotta start at the beginning. Well, if we're gonna do I that, actually we have like to get the VCR fixed, because I think the it's most broken. boringest thing ever. God. Huh, for some strange reason, the name Light... Actually, I watched, like, I'm at the middle of season 3. I've never really watched Star Trek, but I've watched the first, like, 2.5 seasons, like, half a year ago. And I actually kind of liked most of them. Yeah. Wait, this one is much, much better, right? This one should be a lot better than the one I'm using. Because this one is really, really fast. Fast is bad. Also, this one has attack damage. Or attack power. Which makes it even better. What I'm doing right now is actually kind of wrong. Because as if I remember correctly, if I do these quests, they just end. Like, there is nothing left to do after that. You're kind of supposed to do these last. Or that's how I did it always in the past. I did these like I did, then up here. Then usually these, and these ones left. And I think either these quests or these quests lead you into Sholazar. But what I'm doing right now basically leads me into Dragonblight. And Dragonblight is, yeah, I'm not supposed to be in Dragonblight yet. I mean, I can. I mean, I'm 71 already. Like, this area is basically supposed to be played at 68. So it doesn't really matter. I could definitely go Dragonblight. Yeah, whatever. Fast VCR repairs popped into my head. Never heard of it. You know, I even think they have a location that's pretty close to us. Never heard of it. I'll go give them a call. Never heard of it. For some reason, I already have the quest where I'm supposed. Yeah. I've never heard of it. I just got the quest where I'm supposed to go down here. The Kadulak. The I don't know what you're talking about. Yeah. Sounds I like just did that. bullshit. Like these dudes down here, they just gave me the mission to like go down there and basically start the daily bullshit with the anglers. How's it going? Calling to get a VCR repaired.
Something very familiar about all this. Nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed What? by you. I know it's nothing new. So if you take an LCD screen, I don't So if you take an understand. LCD screen like this and get a razor blade and cut into it, you can cut off the top polarizer. And so once you're done and you pulled all of this off, then when you turn it on, it should just be a blank white screen. And so we just get a bunch of white light coming off. But you can see if you take the top polarizer and then stick it back on, now the only light that's getting through are the pixels that twisted their light. So what this means is now if you just put a polarizer in front of the screen, you can now see a picture when other people can't. And if you don't want to hold a filter up in front of the screen, then you can just actually just cut out a little bit of the filter and put it on some glasses. So now here's what it would look like to wear the glasses. See that? Oh yeah, sorry. So now you can watch cat videos all day at work if you want. So if you take an LCD screen like this and get a razor blade and cut into it, you can cut off the top polarizer. Yeah, I mean, I knew that that was a thing, but please don't do that. Like, this isn't anything new. Like, even the old Game Boy, like, from 90, 80 something, even that thing had that. Like, it already worked like that 40 fucking years ago. Or things worked like that. Yeah. When I first heard the idea of the Earth being flat, I immediately figured it out that it couldn't be possible because the sun could never set. Now, flat earthers have been dealing with this insurmountable problem for a long time, making claims, but never really providing much satisfaction. Well, I'm going to be examining a claimed answer from Karen B, a flat earther that's been around for quite a while. She's actually a prominent flat earther in their community. You might not have heard of her, but she does regular appearances with Mark Sargent, one of the OG Flurfs. She even hosts the largest flat earth convention on the globe. It's an annual thing in October in South Carolina. It's coming up next month. Now, I don't have a problem with her. I kind of like Karen B. Her videos are nice. They're not as droning as Dubé's derp stuff. Eric Dubé. He puts you to sleep. But Karen's videos, they're the softer, gentler flat Earth videos. Also, Karen and I have a distaste for a flat earther named Chris Zielinski. Now, Chris Zielinski is the flat earther who is also a misogynist. Now, a misogynist is not a person that does massages. I had to look that up, when I was a kid. He doesn't like women. Women scare him or something. Anyway, he got himself into a little bit of trouble a few years ago when he claimed that women should never be taught self-defense. And then he kind of got his butt kicked by a girl.
If you'd like to hear the full story of Chris Zielinski and the closest he ever got to a voluntary hug from a female, put a comment down in the comments section saying so. If I get 1,000 comments saying you'd like to hear a retelling of the epic saga, I'll do it. Anyway, Karen tackles the insurmountable problem of sunsets on flat Earth. Hi everyone, this is Karen B. And in this video, I will do my best to give you the most comprehensive explanation of how the sun sets and rises on a flat Earth. A comprehensive explanation. I've been looking for this for a long time. Maybe you have too. Flat Earthers in the recent era, since about the 1850s, starting with Robotham in England, have struggled with this. And so here comes the most comprehensive explanation for sunsets on flat Earth. Early on in the flat Earth community, the most common answer to this question was simply perspective. While this does play a part in how day and night work on flat Earth, it's not the only thing at play. There are a few different things working together in harmony to create day and night on our plane. First, on a flat Earth, the sun is small and close, a local light about the same size as the moon. The Earth is a plane with the luminaries within our atmoplane and our small local lights. This is an example. So, first, let's examine perspective. Perspective is the representation of how an image is seen by the eye. It's about how the angle and distance of a three-dimensional object is represented on a flat surface. Well, apart from the word atmoplane, we're off to a good start. Yes, perspective is how things are that we see in 3 dimensions are represented in our 2-dimensional vision. Things take up a certain amount of space in our sight. And as they get farther away, they take up less distance, less size in our vision. And that's simple perspective. That's all it is, really. It's just that things that are farther away appear smaller. Okay, one last time. These are small, but the ones out there are far away. This is well understood and can be described mathematically with ease. In fact, it's simply just solving triangles. Something done in America between 7th and 8th grade at the first time. So people that are between 12 and 14 years old cover all you need to do perspective analysis. You don't even need to do the trigonometry. You can draw something to scale and then measure angles. That's all you need to do. But let's hear what she has to say about perspective. Now that you know what perspective actually is, let's hear what flat earthers think perspective is. Here we have our 2 horizontal planes with a perspective grid over it. You can see the trees rise up toward the horizon and get smaller in size, and the clouds appear to get lower in the sky as they appear to converge into the vanishing point. I just realized that maybe I should use the smaller or the faster weapon again. The Earth's surface. The same thing with the sun. It is always the faster high weapon above gives the me Earth's more surface, mana. but seems to touch the ground as it reaches a distance outside the limits of our optics. Except that's not really how optics work, not even close. You see, as things get farther away, they get smaller. small, far away. Forget it. And the details of those things get smaller too, and at some point, we can't discern the details of something from its neighboring areas. There's not a single point where this happens. It happens wherever, in your view, something is farther away than you can see the details. Everything that's too small to resolve is too small to resolve, regardless of where it is. We can look at the popular Snellen eye chart as an example. The lower lines are smaller, so the details appear smaller. We can simulate increasing distance by making it smaller, and as it gets smaller, none of the letters vanish. Nothing vanishes. There's no vanishing point. They just get harder to read. When the bottom line is no longer legible, the line doesn't just disappear, go into nothing. You can see it, but you cannot make out the details. Our eyes only resolve details that are large enough, but the light still gets to our eyes. I can increase the size of the chart,
and you can see the increased distance just causes the details to be unresolvable. Large things are still legible. The loss of detail increases as the object is farther away. As the sun moves farther away, the horizontal planes will appear to merge. And here we see the real disconnect. The horizontal sky plane line is completely wrong. This line is trying to show the apparent elevation of the sun. But that's not how things actually happen as the distance increases. We can use the diagram to measure the apparent position of the sun. Just measure the angle between the ground and the line between the observer and the sun. Properly applying perspective in this diagram, the most distant sun placement must be 14 degrees above the ocean for flat Earth. So here, we have our observer on the left looking off as far as he can see. When you, as an observer, stand looking as far as you can see toward the horizon, the sky plane and the plane of the ground you stand on appear to converge at the end of your eyesight in the distance at the vanishing point. In art class, they talk about vanishing point. But this isn't art class, this is science class. In reality, there's no such thing as a vanishing point. Flat Earthers suggest that at some distance, things are no longer visible at all based on their size or their position in your view. Looking again at the Snellen chart, the Flat Earth claim is that things that are too small will completely disappear. As they get farther, more things will disappear, and for some reason, only bottom up. According to Flat Earthers, if we invert the chart, the large E will vanish bottom up, with increasing distance, even though it's large enough to be legible. There is no real explanation for this. Many buzzwords have been proposed other than vanishing point, angle of attack, diffraction, convergence, limit of angular resolution, but never anything that can be empirically confirmed. However, there's a larger problem for Flat Earth. The sun should never even appear that low in the sky, never even close to the horizon over the ocean. Mountains and stuff could get in the way of, obviously. But we can figure this out if we just know the height of the sun over flat Earth. Asking a flare for the height of the sun makes them run faster than Count Ruga. Hello. My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. Bye. Flat Earthers run because as soon as you have the height of the sun over flat Earth, you can test the flat Earth. And every time it's tested, it fails. Normally in science, this means you have a drastic problem with your hypothesis and you should discard the idea. But Flat Earthers are unperturbed by this failure and cling desperately to their Flat Earth doctrine. The height of the sun over flat Earth is worth an entire video by itself. So be sure to subscribe down below while we let Karen B get on with her comprehensive flat Earth sunset video. The next thing that causes the sun to set and rise is our atmosphere, or atmoplane, as I like to call it, since we live on a plane, not a sphere. There are multiple substances that make up our atmoplane: nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide, and importantly, water vapor. Water is the third most abundant substance in our air. Water also has a great effect on light and how it propagates through the air. Clouds and water vapor obstruct the light of the sun and it can no longer illuminate your area. If this were the case, the sun would fade out well above the horizon every single day without exception. Never would it be crossing the horizon. It would always fade out. But 7 billion people every day experience the sun setting across the horizon, not fading out well above the horizon as it must be for flat Earth. I don't know why Karen made this claim. It is trivially shown to contradict observations. This is a clip from a video made by my good friends Zach and Steve. In this animation, Steve rendered the stars over flat Earth. The top is rendered with the atmoplane and the bottom is rendered without, showing how perspective alone does not explain how the luminaries appear to go below the horizon. I do appreciate that Karen recognizes that perspective doesn't solve the problem of the sunset on flat Earth, and she's going to give us the more detailed answers now.
Those are the basics. You can stop here if your questions were answered. If you want to dig a little bit deeper, keep watching. How does the atmoplane make the sun and other luminaries appear to set below the horizon? The water vapor in the air acts like a lens. This is called atmospheric lensing in mainstream science and is explained here. The science is the same of that of a lens. Here's a simple example. So if you're looking at Chicago here, just maybe now you can just see the top of the Sears Tower, and if our simulated temperature inversion moves into place, hopefully now you can see pretty much all of Chicago, See all the lower buildings, including what's at ground level. So the atmosphere really is acting like a lens. Yes. So not only does the water eventually obstruct the light, but all the billions of tiny water droplets behave like a lens. Water droplets in the air do not cause lensing, they cause blockage. We call it clouds or fog. In the air there's water vapor, which is vapor water, not droplets of water. It's actually dissolved in the air. But that's not what causes atmospheric lensing. As your video shows, atmospheric lensing causes light to bend downward. This is because the index of refraction is higher near the ground and lower as you go up in elevation. This is primarily caused by temperature in the lower atmosphere and pressure over the entirety of the atmosphere. The actual amount of water in the atmosphere has very minor impact on it, but it actually has the opposite effect of what you think it does. Increased water vapor in the air actually causes a smaller index of refraction, but because it's such a small amount, it actually doesn't change what you see by very much. It's mostly temperature. You can emulate this with a lens and a light source like I do here. This candle will take the place of the sun. Watch as I slowly move it back in a straight line, and also it stays at the same height since I have it placed on this mason jar. Now at this point, I'm not sure if Karen is intentionally deceiving or if she is making a mistake. But if you see in the original video that she cites, the person used the top half of the lens to cause the light to refract downward. But in Karen's example, she used the bottom half of the lens. This causes light to refract upward, the opposite of how it happens in the air. So Karen, why did you do that? Will you repeat that demonstration using the top part of that lens and see if what happens in the atmosphere, downward bending of light, causes the same effect? Or did you start with a pre-selected outcome that you demanded have to happen, and you positioned the lens so that it would match your demanded outcome? I don't know. I hope, Karen, that you made a mistake, but it was wrong. You need to change it and redo your experiment. Use the top part of the lens, because we know that light bends downward in the air, and it is your citation showing that light bends downward in the air. This will cause distant objects to appear slightly higher, not lower. Okay, I want to go back to my sunrise video and take a look at how light reflects off of a flat surface. I went to this online tool that lets you create different simulations of a light source and a reflective surface, and this is simulating the sun over flat water. The light is radiating from the center of the source out in all directions. Look at how the light rays bounce off the reflective surface and off to the distance at an acute angle. And we have another problem here. If the sun were reflecting off the surface of the water, it would appear to come from the surface of the water, not from above the water. Also, the water is wavy, not flat, like a mirror. It's not smooth enough to reflect like that. You wouldn't see it. None of that actually makes sense. We're only seeing the sun above the water, so your reflection thing doesn't match an observation either. There's a line here where the angle of the view is so sharp, the water becomes a mirror and it's reflecting the sky. Leveling up a weapon is so bad in Wrath of Lich King. It gets so bad for the last like 100 So when the sun approaches you level and it's ups. close enough for your eye to see it, the disc appears to rise up. Like, just from the look at that, reflection, because Jesus visually, Christ. It is now within the limits of your eyesight. As the sun moves closer, you see the reflection remain below the disc for a short time, and then it's gone. This can only happen on a flat surface. I suppose you could say it could only happen on a flat surface, but it did not happen. Your video does not show the sun reflecting off the water.
In fact, it showed the edges of the waves between the observer and the sun, the crisp edges of the waves. None of that actually matches observation. I don't know if you are watching that video, if you wrote that script maybe before playing that video or finding, I don't know, but were you trying to like, it doesn't, Karen, you gotta try harder. That doesn't make any sense. Here is an example on a smaller scale. Watch as this little ship comes between the observer and the big ship, showing you how the reflection is closer to you than the object itself. Well, that was a nice demonstration of the light reflecting off of a boundary layer between different parts of the air, not the water. It doesn't happen all the time. It requires very specific conditions. And that is how the sun sets and rises on a flat Earth. If you're new to Flat Earth and you have questions that you want answers to, leave a comment below, or you can also join 24/7 Flat Earth Discord. Thank you for the invitation to the 24/7 Flat Earth Discord server. I've already been on there and they've already kicked me out. They didn't like me challenging their claims. But anyway, Karen, you have this Flat Earth convention that you have where people from all around the globe come together to meet, and I haven't received my invitation yet to come and speak. Karen, I would love to come and speak at your convention. Maybe I could give a class on how refraction actually works, or how reflection works, or how to calculate the elevation of the sun over flat Earth. I'd love to do something like that. Please let me know. This year I've already booked. I've got stuff going on this year, but maybe next year. Send me an invite. I'd be glad to come there, and I'm sure that your attendees would enjoy the demonstration I could do, or maybe a debate. Anyway, Karen, thank you for that video, but I hope that you actually will re-examine this and see that none of your claims actually match reality. Not a single one. You didn't actually explain why the sun sets over flat Earth. And I do have a video coming measuring the height of the sun over flat Earth for you, because flat earthers are loath to do that, and so I'll do that. Be sure to subscribe so that you get a notification when that comes out. These are small, but the ones out there are far away. Ladies and gentlemen, Chili DeCastro finally filed his YouTube lawsuit, and I'm not on it. I almost want to feel bad about it, but I don't have to deal with the nonsense that Kate Peters and Josh Abrams have to. So, not terribly upset, but Josh Abrams. I'm not going to go over it. He used his name. We are. The lawsuit's absolute nonsense. Now, before we get too far into this, I'm not a lawyer, so nothing I say in this video should be construed as fact, more of an initial assessment of this whole situation made for entertainment purposes. And before I talk about that lawsuit, I gotta explain what defamation is, because it's a defamation lawsuit. We gotta know what that means. So defamation is false statements that are communicated or published. They have to be made negligently, and they have to cause damages. There's more to it than that. That's just the basics that we're gonna need for the purpose of this video. Now, from that, we have defamation per quad and defamation per se. Defamation per quad means the damages must be proven, but defamation per se means the harmful nature of the communicated or published statements is presumed without evidence of damages. In regards to defamation per se, the following categories have been upheld as defamation by the courts. We have imputations of criminal conduct, allegations injurious to another in their trade, business, or profession, imputations of loathsome disease, which I don't think is going to be relevant, and then imputations of unchastity in a woman, which almost certainly won't be relevant, but we'll see. But we're not done there, because if you're a public figure, defamation requires more than negligence. You have to show actual malice, meaning the statement is communicated or published with knowledge that it was false, or with reckless disregard of whether it was false or not, meaning the person communicating or publishing the information has reason to believe it might be false. Once again, this is very simplified, but it should be enough for the purpose of this video. Due to Chili's general fame or notoriety in the community and pervasive involvement in ordering the affairs of society, he certainly could be considered a public figure, and for the purposes of this video, he will be. But I'm not
finished. It's close. I have one last thing before we get into it. There are multiple defenses for defamation, but the big two that will be relevant for this video are the following. A statement isn't defamatory if it is true, or if it was a statement of opinion. And with that out of the way, let's take a look at the lawsuit, which I had open somewhere. Where's the lawsuit? Oh, there we go. Here it is in all its glory. We're going to ignore the spelling mistakes and a lot of the sort of weird things that Chili did because he doesn't know what he's doing. And just go straight to the facts. What is he saying are the facts of this case? The plaintiff's YouTube channel is named Delete Laws. Okay, that is a fact. That's probably going to be relevant to the defamation. That has to do with YouTube. Defendant Abrams' YouTube channel is named Accountability for All. Great, also seems to be relevant, but there's a footnote which says Defendant Abrams' YouTube channel features videos of Defendant Abrams entering limited and non-public forums, libraries, child and protective support service facilities, city halls, and post offices to film employees and visitors. That's not relevant, so get rid of that. Not important. Getting rid of that. Defendant Peter's YouTube channel is named Masshole Troll Mafia. Okay, that's probably a fact, so we're going to keep it in. But there's a footnote. Let's see what that has to say. Defendant Peter's YouTube channel usually features live streams videos of Defendant Peter truthfully providing previously unknown but sensitive and revealing information about First Amendment auditors and sovereign citizens. That doesn't seem relevant. Defendant Peters uses her troll mafia, YouTube subscribers and viewers, to economically, psychologically, and emotionally debilitate her usually deserving targets. That's a statement of opinion. That also doesn't seem terribly relevant. You're just introducing more things that you're probably going to have to prove. Let's keep going. However, Defendant Peter went rogue. You're going to have to explain what that means. On the plaintiff exploited the power of her YouTube channel to defame the plaintiff when all else failed. Defendant Peter in resolving her personal disputes with the plaintiff. I feel like that should be its own fact. Let's get rid of that footnote for him. And we'll keep Defendant Peter exploited the power of her YouTube channel to defame the plaintiff when all else failed. But it doesn't explain what he means when all else failed. Or what the personal disputes with the plaintiff are. Yeah, that has to be explained and elaborated. So we'll just keep Defendant Peter exploited the power of her YouTube channel to defame. Hi, we'll keep Kira. that part for him. You're welcome. Uhr 80. Glad I could help. Next statement of fact. Both the plaintiff and the defendants earn their full-time income from Weiß YouTube nicht, channels irgendwo and websites. in nächster Woche. I mean, I could see why that would be relevant for the plaintiff to say in regards to upcoming arguments. Bis jetzt habe ich nicht besonders viel gemacht. I don't know why that's relevant, so we're going to strike that second. Well, we'll keep the plaintiff earns their full-time income from the YouTube channels and websites. We'll keep that part. That's relevant. From January 2022, the date that the plaintiff Und bist du noch auf dem Server? laws, to May 22, 2022, the date that the defendants began defaming the plaintiff's YouTube channel views, watch hours, subscriber growth, YouTube like-dislike ratio, YouTube revenue, and website revenue were growing between 10 and 20% per month. The plaintiff was, at all times, material on a meteoric rise to popularity. Meteoric rise in popularity is an opinion, so we're going to strike that. January 2022, though. Das macht mich sehr traurig. Stand by. So YouTube shows that he created the channel on July 28, 2020. So we had to strike that part because it's not factual. But let's keep the part that says plaintiff's YouTube channel views, watch hours, subscriber growth, YouTube like-to-dislike ratio, YouTube revenue, and website revenue were growing between 10 and... Bringst du diesen komischen Retri wieder hierher? Was soll denn das? 22nd, 2022, Defendant Peters live-streamed a video to her YouTube channel. Defendant Peters live-streamed the video from her home address. Mir eben schon mal hinterher gelaufen. Aber da war ich nicht in einem Raum. Da war mir das egal. Weil ich PvE hasse. PvE ist Schmutz. PvE ist Cheat. God Mode. Maybe just over $100. You factor in whatever revenue you're getting from views. You take out the 30% that YouTube hoards for itself. Ich meine, ich selber spiele nie PvP. Aber wie gesagt, für mich ist das einfach ein Cheat. Das hat nichts mit WoW zu tun. Less than 150 for sure. Don't know where I got $1,000. I don't think it's relevant, so we're just going to cut that out entirely. And we'll leave this part in. On May 22nd, 2022, Defendant Peters livestream video to her YouTube channel. Here's the name. Here's the link. Und ich mag es halt nicht, die einfachen Auswege zu nehmen. Deswegen, ich werde nie in meinem Leben auf einem PvE-Server spielen. Chili says that this is defamatory, but as I already stated, truth is a defense against defamation. So let's hear what a judge had to say about this situation. Right.
We run the criminal record on plaintiffs and defendants. We can't run it on Okay, defendants. We go don't ahead. have enough information. Thank you. I appreciate you Da listening. laufe Let's ich see what weg, else is on there. weil ich 50 Item-Level oder so unter denen bin. Die laufen halt alle mit Season 4 PvP-Gear durch die Gegend. Was soll ich sonst machen? Drug court deferred judgment term successful. Right. So I was given a diversion program, but have no conviction of any kind of. Again, I'm just looking at the. Right, but I just want to be clear. There's no conviction. Now, isn't that weird? 2002 is when Chili said he was not graded and arrested. So I guess he was arrested for. Gosh, I suppose it was exactly. Das einzige Mal, wenn ich PvP mache, ist, wenn irgend so ein Spasti vorbeikommt und mich sieht, wie ich mit 10% irgendwo rumgammel, dann meint, mich angreifen zu müssen, dann mache ich halt einmal schnell Hand auflegen und zerfetzt die dann und dann gank ich die halt eine halbe Stunde lang zu Tode. Aber ich selber habe in meinem Leben noch nie irgendwen angegriffen. I know of one, no two, restraining orders that are lifetime against Chili DeCastro. Okay, now you might want to say, well, she's just saying that she's read things. That's not defamation. But she does establish this fact that there are 2 restraining orders that are lifetime against Chili DeCastro. Now, I can confirm Chili DeCastro has had restraining orders against him. Aber, ja, das ist halt nicht in so einer Situation wie jetzt, wo halt alle, die am Leveln sind, Season 4 anhaben. Das kannst du halt vergessen, da kannst du nur weglaufen, wenn du es halt eben nicht selbst hochgefarmt hast. Und wie gesagt, ich habe halt, was weiß ich, ein Item-Level, was man normalerweise auf Level 60 hat. I'm very dogged. Looking into his past, what appears to be a pyramid scheme. Definitely these products. That's an opinion. Opinions aren't defamation. We're going to strike that one as well. There is a footnote that says the plaintiff's products are the Happy Hammock and Jock Sock. However, we've already established that that particular fact will not survive throughout the case, so we're going to get rid of that as well. We do have another video from June 10th, 2022, which was made by Defendant Abrams, in which he live streamed a video to his YouTube channel from his home address. And the home address thing I don't think is relevant, so we're going to strike that part. As the title of the video has the link to the video, those parts are relevant, but then it says that his live stream video generated over 17,000 views, almost 700 comments, and over $1,000 in revenue for Defendant Peters. Based on the fact that he got the revenue wrong for that other video, I'm going to assume that this one is also not correct. I'm really not sure how he's getting that money for Peters. So, geht darum, dass ich keinen fucking Easy Mode spielen will, bei dem es einfach nur ein Teil vom Spiel entfernt ist. Einfach nur, damit ich ein Easy Life habe. Genau derselbe Schmutz, wie wenn du dir in irgendeinem Game für 5 € irgendeinen XP-Boost oder so kaufst. Oder halt dir direkt hier in WoW einen XP-Boost kaufen. Das ist einfach Spiel, das sind einfach Features, die entfernt sind. Und sowas werde ich niemals machen, egal bei welchem Spiel. Einfach das Spiel auseinandergepflückt und kaputt gemacht. Und nein, Punkt aus Ende. In normalen, oft habe ich es halt auch so, dass mir irgendwer 2-3 Mal auf den Sack geht. Dann sehen die, dass ich nichts mache, dass ich einfach Gotteschild anmache und irgendwelche Mobs kill. Und dann wird denen das auch irgendwann zu blöd. Dann drehen sie sich um und gehen weg. Next, he has a criminal record, stalking, strangulation, multiple restraining orders. Now, remember when I said that there were like 4 categories of things that were defamation per se? Well, allegations or accusations or imputations, I think is what I use terminology-wise, of criminal activity falls under that. But he does have a criminal record. He does have charges for stalking, if not convictions. Strangulations, I don't know, but very likely that it could be proven. Ein Problem ist halt auch, dass ich gerade jetzt in diesem Moment halt auch absolut keinen Damage machen kann, weil meine Waffe immer noch am Leveln ist. Ich treff halt nichts. Gerade auch sehr ungünstig. I'm gonna let it stay because, heck, why not? The rest of it can go though. Here's a receipt for $386 for nights in Danvers, Massachusetts that I paid for. Chili's room for 2-night stay. Don't know how that's defamatory. What are the damages? That's definitely not defamation per se, and defamation per quad. How does it damage you, Chili? Doesn't. It doesn't. Was ist nicht der Sinn von PvP? Get rid of it.
He has so PvP ist many einfach leans der on him. He Standardmodus. certainly has had leans against him, and he might still Alles have andere them. ist I actually think he might still have them. abgeändert. So, Der Standardmodus von WoW ist PvP. Punkt aus Ende. Das heißt nicht, dass man darin, dass man tatsächlich auch darin sich bewegen muss. Also dass man PvP machen muss. Geht einfach nur darum, dass es möglich ist. Buddy, you beat a woman. You threatened me with imprisonment. You stole from me, and now you're Ponzi scheming everyone. Now, the Ponzi scheming, I'm going to say that is a statement of opinion. We have beat a woman. Chili, I believe. Ich habe eben auch ein paar Gruppenquests mit Hordlern zusammen gemacht. Ich habe denen geholfen, als der Rogue da fast verreckt wäre an dem Gruppenboss. Und dann hat er mir, wobei ich ihn nicht gebraucht hätte, aber er hat mir dann auch geholfen. Das finde ich 100-mal geiler als auf so einem schmutzigen PvE-Mist zu spielen, wo das halt nicht mal möglich, also wo solche Akte der Gutmütigkeit halt eben, ja, wo es das halt einfach nicht gibt. Das ist halt einfach, wie gesagt, das ist der Easy-Modus. Das hat nichts mit der originalen Vision des Spiels zu tun. Spiel soll man sich gegenseitig noch auf den Sack gehen können, aber ich bin halt jemand, ich mach's halt nicht. Und in den meisten Fällen, nicht meisten, also in 1 von 3 Fällen, sehen die anderen das halt und lassen mich dann auch in Ruhe. Ich meine, auf dem Server generell ist das halt einfach dumm, weil es halt einfach ein scheiß Dreckserver. Keine Ahnung, wieso Leon der Depp auf den Server hier musste. Aber wenn du halt auf einem Server bist, wo das Gleichgewicht anders ist, es ist halt so selten, dass dir die andere Fraktion so auf den Sack geht wie hier halt. Fuck, ich bin ein Idiot. Ich habe eins von den Dingern verpasst, nicht mitgenommen. We can confirm that as fact, and there is a history of it, and it does go back quite a few years. So that one is fact. That's the defense against defamation. We're gonna get rid of it. He goes to New Hampshire and tells this guy that he needs his Ja, Kira, und das ist Asi. The guy is now at a hotel. Comes back at 6:15 in the morning, and apparently he finds certain paraphernalia. And I will leave it at that. Ich würde der Person immer helfen. Und das... Ja. Klar kannst du die Person verrecken lassen. Aber du kannst der Person halt nicht selbst töten. Im Grunde stirbt die Person dann nur durch die eigene Blödheit. Which would mean it would have to be defamation per quad, but what are the damages for that? I would say there aren't any. So we're going to strike that one as well. Chili found some investors in his app. PvE spielst du halt einfach alleine. Das hat nichts mit, wie gesagt, der originalen Vision zu tun. PvE spielst du halt, wie gesagt, du spielst PvE alleine. PvP spielst du mit anderen. We just need to make it look good for investors. So he speaks to this investor who says, I will toss you a large sum of money, which he wound up sending him, if you can actually produce this app and show me what it is. Later that night, he has an extension. Wie gesagt, wenn du halt eben nicht auf so einem super vercrackten Server wie dem hier bist, sind die Hordler auch oft, oder Allianzler, wie auch immer, die andere Seite oft auch gewillt, gerade beim Leveln. Da geht man sich normalerweise nicht gegenseitig auf den Sack. Normalerweise fängt das immer erst bei den Daily Quests auf Maximallevel an. Da geht man sich dann gegenseitig auf die Eier. Während im Leveln ist das normalerweise immer... Wieso töte ich diese Viecher hier? Während im Leveln geht man sich normalerweise nicht gegenseitig auf den Sack. Das ist so ein stiller, ungeschriebenes Gesetz. Wo ist dieser komische Typ? Hab ich vergessen. Diese Quest mit dem komischen Ding hier, die habe ich damals nie gemacht. Die habe ich, glaube ich, 2-mal gemacht. Eine der wenigen Quests, an die ich mich nicht erinnern kann, wie man den beschwört. Ich weiß, dass man dann also ich glaube, wenn man das eingesammelt hat, muss man nochmal zurück und dann kommt man auf das Ding in der Luft. Aber wo war... Ich glaube, der läuft hier einfach rum manchmal, ne?
Oh, oh, ja, da. Corporations, LLCs. He immediately lets them fall apart so they get administratively suspended. Yeah, a lot of his LLCs have been administratively suspended for failing to do what needs to be done down the road. You can't just make it and then be like, yep, it's good to go. There's a lot more stuff. Ich kann das verstehen, wenn man halt eben PvE spielen will, weil man halt alleine spielen will. Aber das mache ich halt nicht. Ich meine, im Endeffekt spiele ich halt auch mehr oder weniger alleine, aber da ist halt zumindest... Ah ne, Quatsch, ich muss hier hoch, genau. Ja, wie gesagt. Es ist halt die Option dafür da. Also. From May 22nd, 2022, the date that defendant Peter began defaming the plaintiff, to August 2022, the plaintiff's average views per YouTube video treffe bald Sachen mit meiner Waffe. Das ist unfassbar. Almost zero. Is that per video? 28,000 per video? Wie hoch bist denn du? 1 second. 6.2, 9.3, 10, Von 9.9, 73. 7.2, 7.9, 12. Wie gesagt, ich habe halt bis jetzt kaum was gemacht. Ich habe gestern noch Berufe gelevelt. Beziehungsweise ich habe zwei Stunden oder so habe ich noch Berufskram gemacht. Und ja. Hab gerade nicht so den Ansporn zu leveln. Good job there, buddy. 3.6, 9, 10, 11, 3.6, 8.8, 11, 5.6, 8.7, 9, 18, 7.2, 12, 6.7, 6.5, 12, 6.1, 14, 5.2, 6.3. Yeah, so at the start of this whole thing, I don't think Chili's average view count was 28,000 per video. If he wants to say, oh, it's almost zero now. Okay, check this out. 1.1, 2.6, 2.7, 2.1, 3.6, 1.7, 2.9, 4.2, 6.2, 5.7, 6.9, 1.4, 5.3, 5, 1.3, 4.9, 9.4, 2.4, 6, 5.3, 5.6, 5.6. Ja, wie gesagt, ich kann es verstehen, wenn du halt eben nur... wenn Leute nur PvE spielen wollen, aber wie gesagt, für mich hat das halt nicht viel mit dem eigentlichen Spiel zu tun. Es geht bei dir darum, um miteinander kooperieren und nicht sich gegenseitig aus dem Weg laufen. Also, beziehungsweise von der Spielmechanik her davon gezwungen zu werden, sich gegenseitig aus dem Weg zu laufen. Dass man halt eben, wie gesagt, nicht mal die Option hat auf Konfrontation. Ist halt einfach nur... ist halt ein Cheat. God Mode. Andere Spiele existieren in deiner Blase nicht. Das ist halt für mich PvE, das hat absolut nichts mit einem MMO zu tun. Und wie gesagt, halt die Situation hier, welcher Idiot geht halt auf so einen vercrackten Dreckserver, das verschlimmert halt die ganze Situation um einiges. Halt normalerweise, wenn du halt, wie gesagt, wenn du auf einem Balance-Server bist, da ist halt gerade während dem Leveln, geht man sich gegenseitig nie auf die Eier. Das sind immer nur die Endgame-Gebiete, wenn man sich gegenseitig die Daily Quest-Mobs wegklaut. Und da finde ich das halt, wie gesagt, da finde ich das in Ordnung. Aber während dem Leveln ist das halt schon ein bisschen
War ich schon in der Instanz? Ja. Schon oft. Also ich habe alle schon mindestens einmal gemacht, die ich kann. Heißt die ersten 4. Stuttgart habe ich am Anfang gleich 5 oder 6 Mal gemacht. Die anderen 3 habe ich aber alle erst einmal. Und ja, sie sind genauso schwer, wie sie damals waren. Also gerade die DDs und so, die packen sich halt immer ab. So, so einfach, ja, ihr Spastis habt doch alle Season 4 Gear an. Geht hier mal mit grünem Schmutzgear rein. Weil der Healer war immer schon gut am Schwitzen, weil der gesehen hat, wie derbe ich auf die Fresse gekriegt habe. Gut, was macht er da? Jetzt steht Rogue fast mit AOE gekillt. Oh, nur noch 20 Punkte, dann treffe ich endlich mal was. Das ist so scheiße, wenn du nichts triffst, weil du kriegst halt auch kein Mana zurück. Ich muss die Gegner treffen, damit ich Mana krieg. Ach, die Musik ist jetzt lauter als ich. Ich dachte, die soll lauter sein. Weil die gesagt hat, ach, und ist noch lauter. Ja, warte. Deswegen ist der ganze Scheiß bei mir normalerweise super leise eingestellt. Ja klar, jeder hat lila Gears. Die wenigsten haben hier kein Season 4 Gear. Die am Anfang alle halt am Reihen suchten sind mit dem Scheiß. Ist es jetzt leise genug? Also ist es jetzt auch nicht schwer, mich zu verstehen, oder ist es immer noch zu laut? Also, dass man mich nur 75% der Zeit versteht. Aber wie gesagt, also all die ganzen Spinner, die halt eben jetzt hier am Power grinden und so waren, das sind klar, das sind halt alles die Spinner, halt, die vorher halt auch 2-3 Wochen lang, ja, halt Arena, beziehungsweise nicht Arena, PvP für das blöde Season 4 gegrindet haben. Oder halt im Sunwell und im Black Temple Gear halt eben rumgeeiert sind. Die Schmocks mit grünen und blauen Gear, das 20 schon seit 15, 20 Leveln out of date ist, die wirst du erst in 2-3 Wochen sehen. Und vor allem erst abends, wenn dann halt eben, das sind halt die dann abends on gehen und sich durch die 7000 durch die Queue halt eben durchsitzen halt. Das werden halt wieder, das werden dann die blauen, grünen Equipten sein. Ich hab die auch. Ah ne, habe ich auf der Bank. Ne, da ist er. Ich habe im Grunde das ganze Gear, was ich brauche. Das einzige Item, also es gibt nur ein einziges Item aus den 4 Dungeons, das ich noch brauche. Nur dieser Golem aus Nexus, der droppt so Schultern, die bräuchte ich noch. Das Problem ist halt, NHC gibt halt kaum Gear. Ich
Ich weiß nicht, ob du die Loot-Table davon schon mal angeguckt hast, aber die Loot-Table von NHC sind halt ziemlich bescheiden. Ach, ich Idiot, ich hab den Key ja schon. Oh, ein Trottel. Ich lauf hier rum und kill die ganze Zeit weiter, dabei habe ich diesen blöden Key ja schon. Richtiger Lauch heute. War ja so, ja, du musst den Key, glaube ich, benutzen, dann musst du die wieder killen, um den nächsten zu farmen. So war das, glaube ich. Richtig bescheuerte Quest. Du kannst nicht mehr als einen von diesen Keys, glaube ich, looten. Ah, nee, Quatsch, man braucht ja nur einen. Ja, richtig Time gewastet, sehr schön. Erstmal mindestens 5 Minuten umsonst die komischen Mobs umgebracht. Wieder 40 Stunden wach? Wann? Ach, jetzt gerade? Nee. Ich bin jetzt eigentlich gerade hellwach, ich bin nur total verplant. Ich weiß nicht wieso. Come to bed, don't make me sleep alone. Come to bed, don't make me sleep. Bei den Quests wird man gleich hier rüber zum Nexus geschickt. Beim Nexus war ich schon, also ich habe eigentlich den Flugpunkt schon. Bin nämlich hingeportet worden. Quests habe ich alle schon angenommen. Right inside this trance, Uchiha in this joint, but just try piss me off. Sparks coming out of my chakra points. Sharingan's fucking fun. My people hear my call. Play games with Genjutsu, you'll be more lost than a Dragon Ball. Shonen jump on the jungle gym, I can hear footsteps really far back. My shinobis point and laugh as you sneak right into a booby trap. Tell me which people wanna go and punish Sakura. Madara, Sasuke, Itachi, Obito, Izuna. Du spielst Unholy, ne? DKDD, also Unholy und Frost sind beide so ekelhaft. Also wenn du später damit raiden willst, das ist... Weißt du, in Wrath hast du ja noch, du hast Rotas. Also Retri und Tankparler haben nicht wirklich Rotas. Die haben so ähnlich wie heutzutage halt schon Prioritätslisten. Aber zum Beispiel als DK hast du halt Rotas. Du hast keine Prioritätslisten, weil du vor allem, solange du nicht gut genuges Gear hast, soll ich das sagen, also du hast immer nur ein paar Skills, die du... Deine Ressourcen laufen halt nicht wirklich super chillig. Also das läuft nicht wirklich rund. Deswegen musst du halt immer gewisse Rotas fahren, damit du halt das Beste von der sehr langsamen Ressourcengeneration halt rausholst. Weil weißt du, heute sind ja die Klassen alle immer so, dass du 24/7 halt immer 3 Knöpfe drücken kannst. Weil du immer Ressourcen hast. Und du musst im Grunde nur den Knopf drücken, der halt eben den meisten Damage macht. Das war halt in WOTLK vor allem mit Anfangsgear halt eben noch komplett anders. Es ändert sich zwar dann auf Level 80 und mit sehr gutem Gear ändert sich das zwar auch noch signifikant, aber ja, du wirst halt im Grunde später halt eben Rotation fahren müssen. Und das ist vor allem als Frost und als Unholy habe ich das damals nicht besonders toll gefunden. Also Unholy ist halt einfach nur so kompliziert, aber Frost funktioniert halt so ähnlich wie heute auch, dass du halt eben in diese
diese Cooldowns, also dass du so Cooldown-abhängig bist. Weißt du, damals gab es halt auch schon Syndragosas Breath, oder wie das heißt, wo der um sich rum oder beziehungsweise vor sich diesen Frostschaden macht oder diesen komischen Frostwirbel um sich rum hat. Das dauert, also das hält dann nur so lange, wie du deine komische Runenmacht noch hast und in dem Zeitpunkt musst du halt so viel wie möglich Knöpfe drücken. Absolut ekelhaft, also genauso wie heute halt auch noch, deswegen ich hasse Frost einfach nur sehr, sehr viel. Ich hasse Frost. Noch immer. Und bei Unholy ist halt einfach nur, Unholy ist halt ziemlich kompliziert. Also generell, die Rota ist super kompliziert. Vor allem, das ist halt eben auch so eine Klasse, wo du halt immer darauf achten musst, wie viele Gegner gerade da sind. Weißt du, weil da ändert sich deine Rota. Die ändert sich, wenn du auf einmal mehr als 3 Mobs hast, da musst du eine komplett andere Rota machen, als wenn du Single-Target machst. Oder wenn dann 7 Mobs dastehen, ist dann nochmal eine komplett andere Rota. Ja. Deswegen, ich habe mit DK immer nur getankt. Also ich habe zwar mal eine Zeit lang Unholy gemacht, als halt einfach hin und wieder brauchtest du halt mal ein DD. Aber ich habe es nicht gerne gemacht. Und als Blut hast du mehr als genug Damage gemacht, deswegen habe ich meistens dann halt, also gerade halt auch beim Leveln und beim Quests machen, habe ich halt einfach 20 Mobs gepullt und habe sie halt als Blut gekillt. War effizient genug. Könnte ich jetzt bitte den Scheiß mal auf 3,50 haben? Bitte. Was war es? 3,55, ne? Ja. Fehlen immer noch 18 Level. Es ist echt so übel in Wotlk, wie lange das dauert, die Waffen hochzuleveln. Also diese letzten paar, also die Wotlk-Level halt dann. Weil vorher geht das ja noch, aber in Wotlk ist das dann wie Kaugummi. Mir ist das damals mal passiert, da haben wir einen Raid angefangen. 10er PDK. Du kennst ja Prüfung des Kreuzfahrers, ne? 10er HC, Gruppe aufgemacht. Und ich habe an dem Abend vorher, habe ich aus dem PDC, also Prüfung des Champions, aus dieser 5er-Ini, habe ich eine neue Waffe gezogen. Also da gibt es so eine 213er, so eine, ich glaube eine Axt war das. Eine Axt oder eine Stangenwaffe, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, welche von den beiden das war. Aber ich habe halt diese Waffe rausgezogen und habe mir die halt angelegt und ja schön meine alte Waffe verkauft. Ach ne Quatsch, ich hatte die Axt vorher aus dem HC-Dungeon. Weißt du, schön Waffe verkauft. Raid geht los. 5 Minuten vorher merke ich, oh, boah. Meine Waffe ist noch auf 1. Ja, dann habe ich 1,5 Stunden oder so vor dem Raid rumgestanden und habe auf einem Mob rumgeprügelt. Weißt du, gerade als DK halt noch ultra geil, weil du halt auch noch so langsam angreifst. Ich habe über eine Stunde vor dem Raid rumgestanden und habe auf insgesamt 5 Mobs oder so rumgeprügelt. Also es waren halt nicht besonders viele Mobs, weil ich halt nie getroffen habe. Das war eins der deprimierendsten Erlebnisse, das ich in meinem Leben jemals gehabt habe.
Sag mir bitte nicht, dass du auch angefangen hast, rechts zu questen. Also hier drüben. Ich check das nicht, warum alle rechts anfangen. Ich meine, kein Mensch ever, niemand in meinem ganzen Leben ist jemals in Menethil. Weißt du, in der Stadt Menethil, wo man halt da eben darüber fährt mit dem Schiff. Aber irgendwie jeder, vor allem die Hordler, also jetzt die ganzen Hordler, die fangen auf einmal alle an, rechts zu questen. Ich raff's halt einfach nicht. Fängt mal bei der Horde. Ich hab Nordend als Hordler nie gequestet. Fängt mal bei der Horde von Ogrimmar. Da fängt man wahrscheinlich hier drüben an, ne? Deswegen fangen die ganzen schmutzigen Hordler da drüben an. Also das ist so meine Theorie gerade. Wie gesagt, ich kenne halt nur die Dinger, wo die Hordler rauskommen, aber ich hab selbst hier nie als Hordler gequestet. Ich habe meinen Parler damals komplett auf, komplett durch Dungeons gelevelt. Also meinen Parler, den auf Horde-Seite. Ich hasse das rechte Gebiet. Ich bin da einmal, habe ich da angefangen und nach 20 Quests oder so habe ich gesagt, fuck this shit. Quests sind einfach absoluter Müll. Unglaublich uneffizient. Auf der linken Seite geht das einfach alles viel schneller. Deswegen, ich bin auch eine der wenigen Personen, die noch nie in Grizzly Hills gequestet hat. Ich höre halt immer nur, oh ja, Grizzly Hills, so toll. Ich habe halt in Grizzly Hills, wenn es hochkommt, 5 Quests oder so gemacht. Weil halt einfach das Gebiet da unten drunter so ein Abfuck ist. Auf der linken Seite, also hier drüben, hast du halt fast nur Kill-Quests. Auf der rechten Seite hast du halt dauernd irgendwelche Quests, die irgendeinen speziellen Mist von dir wollen. Weißt du, wo du mit irgendwelchen, was weiß ich, Fackeln irgendwelche Häuser kaputt machen musst oder irgend so ein nerviger Mist. Dauert einfach alles viel zu lang. Und wenn du jetzt nicht gerade so ein Holzkopf wie ich bist, jetzt gerade hier eben war und halt eben bei 2, 3 Quests nacheinander 5 Minuten lang Mobs gekillt hast, weil du vergessen hast, nicht dumm zu sein, dann geht das auf der linken Seite halt einfach alles viel schneller. Und Sholazar ist halt auch genauso. Sholazar, also wo man dann danach normalerweise hingeht, das sind auch alles, also fast alles nur Kill-Quests. Soweit ich weiß, bei Grizzly Hills sind, glaube ich, auch super viele Quests, die halt eben nicht nur Kill-Quests sind. Deswegen wird man mich da nie im Leben sehen. Ich will mit den ganzen kreativen Quests nichts zu tun haben. Die können mir gestohlen bleiben. Oh. Super, jetzt will meine Xbox updaten. Ich sehe gerade meinen eigenen Stream nicht. Ja, ich muss mal updaten. Ja. Warte mal, wie kann ich meinen eigenen Stream sehen? Ich kann auf der Switch meinen Stream anmachen. Der Stream läuft jetzt wahrscheinlich eh beschissener, weil die Xbox jetzt wahrscheinlich die ganze Bandbreite wegnimmt. Super, die Switch ist natürlich fast leer.
Ach ja, Sony gehört dafür geprügelt, dass die immer noch kein Twitch auf der PlayStation haben. Heute kommt mal Tundra raus. Auch? Okay. Ja, Horde, das war hier, ne? Ach ne, Quatsch, Warsong Hold, da war das. Ja, in das Horde-Ding da, also in das Horde-Start-Ding bin ich bestimmt 3 der 4 Mal liegend reingecrashed. Weißt du, so halt Brain AFK. Irgendwie, keine Ahnung, hier nach Wintergrasp geflogen oder wollte dahin. Oder ich wollte nach Sholazar, um ja, Saronit und hier Titan, bla, zu farmen. Ja, dann halt eben eine Minute AFK gewesen. Auf einmal bin ich entweder irgendwo hier im Meer gewesen und kurz davor gewesen, halt abzusaufen. Oder ich bin halt 2-3 Mal auch hier in das Teil gecrashed. Deswegen kenne ich das Horde-Ding. Ja, klar geht's nicht immer um schneller. Ich queste auch nicht besonders schnell. Geht mir einfach nur ums Reibungslose. Geht das halt auf die Eier, wenn ich bei jeder zweiten Quest halt eben durch irgendwelche Hula-Hoop-Reifen springen muss. Vor allem nicht, wenn es halt eben der 35. Char ist, wenn ich das halt vorher schon 87 Mal gemacht habe. Dann spiele ich halt einfach nur Brain AFK da durch, weil normalerweise queste ich ja auch nicht. BOTLK ist tatsächlich die einzige Erweiterung, in der ich queste. Also auch mit den Chars, die nicht der erste Char sind. Weil wenn BOTLK ist, die Dungeons, ich weiß nicht, ich farm die WOTLK Dungeons einfach nicht so gerne. Also auf NHC, gerade auch, weil der Loot so schlecht ist. Der wird halt erst auf HC interessant. Problem in Anführungszeichen, Problem bei der Erweiterung mit den Dungeons ist halt, dass vieles von dem Loot halt eben nicht aus den Dungeons selbst kommt, sondern halt eben sich im Grunde das Loot-System darauf stützt, dass du dieses Markensystem hast. Weißt du, und mit den Marken kriegst du dann halt, da kriegst du halt eben dein gutes Gear her. Und deswegen ist halt da vorher nicht so viel los mit Toll Gear. Oh, jetzt hat es schon geupdatet. Hat es jetzt gebracht, dass ich die Switch angemacht habe? Sehr schön. Warte, gleich sehe ich meinen Chat wieder gescheit. Nicht nur auf der Switch.
So, ich meine Chat wieder. So, besser. Ja klar, ich sag ja nicht, dass man da nicht drüben anfangen kann. Das ist einfach nur... Gerade beim hirnlos Leveln brauche ich halt einfach... ich gehe dahin, ich habe da Sachen umzubringen. GG. Weil normalerweise mache ich dann halt auch noch Sachen nebenbei. Achte dann nicht auf das Spiel. Ich muss jetzt hier gerade noch ein bisschen aufpassen, weil ich die Quests nicht mehr alle komplett auswendig kenne. Wenn ich das später mache, dann laufe ich hier halt 5-mal so schnell durch, weil ich die 3-4 Quests, wo man halt eben nicht nur was umhauen muss, an die kann ich mich dann wieder, werde ich mich dann wieder erinnern können. Da, weißt du, muss weniger Brainpower investieren. Das ist alles Ressourcenhandling. Oh mein Gott, ich fange langsam an, dass es wieder flüssiger wird. Ich treffe langsam die Mobs und bin nicht mehr 24 Ohm. 24/7 Ohm. Oh, ich hoffe bei deinem DK, dass du Axt schon trainiert hast. Wenn du nämlich jetzt anfängst und fängst hier an, die Mobs zu hauen mit deiner tollen neuen Axt und du hast das vorher nicht trainiert, ja, das wird ein absoluter Albtraum werden. Genauso wie bei mir jetzt schon die letzte halbe, dreiviertel Stunde. So, ich bin immer noch nicht auf 3,55. Es ist immer noch 13 Level. Aber wenigstens treffe ich die Gegner langsam gescheit, also halbwegs gescheit. Oh Gott, 2,70. Ja, dann bist du richtig gefaked. Dann viel Spaß. Dann hast du auch erstmal eine Dreiviertelstunde, Stunde richtig Spaß. Das wird noch schlimmer als bei mir. Ich meine, du hast halt nicht das Problem, dass du die ganze Zeit oben bist, weil du halt eben, du musst normalerweise Auto-Attacks hitten, damit ich Ressourcen, also ich muss Auto-Attacks hitten, damit ich Ressourcen bekomme. Ja, aber ist trotzdem nicht geil. Vor allem, weil es bei dir noch länger dauert, weil du halt eben mit der Zweihand nicht so oft zuhaust. Du nix haben Probleme? Okay, aber du siehst das ja, wie ich hier gerade am Rumkräuchen bin. Das ist, ja. Also es ist jetzt in den letzten paar Minuten schon um einiges besser geworden, aber ich habe halt mit mit 1, wie hoch jetzt? 3,55, ne? Ja. Ich habe mit 2,60 angefangen. Das war, wow. Da habe ich halt einen von 5 Angriffen oder so getroffen.
glaube, ich muss mir meine Rassenfähigkeit auf irgendeinen anderen Knopf machen. Ich drücke da andauernd aus Versehen drauf, wenn ich mich heilen will. Weißt du was, ich mache das einfach wieder da drauf, wo ich es vorher auch hatte, wo ich es schon immer hatte. Obwohl, nee, ich muss das auf C lassen. Ich habe mir das jetzt angewöhnt, dass ich bei allen meinen Klassen die Rassefähigkeit, wenn es irgendwas wenn es irgendwas Defensives ist, auf C habe. Muss mich da einfach dran gewöhnen. Ging das mit den Bomben? Da musste man diese Dinger da oben in Brand setzen, das weiß ich noch, aber wie genau... Oh, man muss einfach nur in der Nähe stehen. Okay. Walking in the woods. There's no one around and your phone is dead. Out of the corner of your eye you spot him. He's following you, about 30 feet back. He gets down on all fours and breaks into a sprint. He's gaining on you. Shia LaBeouf. You're looking for your car, but you're all turned around. He's almost upon you now, and you can see there's blood on his face. My God, there's blood everywhere. Bist du auch gerade am... Oh. Ja, okay, bei mir ist gerade wieder das Ding hier wieder tot. Bist du auch gerade am Questen? Now it's dark, and you seem to have lost him, but you're hopelessly lost yourself. Stranded with a murderer, you creep silently through the underbrush. Aha! In the distance, a small cottage with a light on. Hope. You move stealthily toward it, but your leg! Ah! It's caught in a bear trap. Gnawing off your leg. Quiet, quiet. Limping to the cottage. Quiet, quiet. Now you're on the doorstep. Sitting inside. Shia LaBeouf. Sharpening an axe. Ich glaube so selbst nicht, dass ich hier restarte. Shia LaBeouf, fighting for your life with Shia LaBeouf, wrestling a knife from Shia LaBeouf, stab it in his kidney, safe at last from Shia LaBeouf. You limp into the dark woods, blood oozing from your stump leg. But you've won. You have beaten Shia LaBeouf. Jetzt kommen langsam die Kinder erst aus der Schule. Glaubst du nicht, dass ich Bock habe, dann auf einmal in der 2000er Warteschlange oder so zu sitzen? Vor allem muss ich eh bald weg, also noch eine Stunde oder so, muss ich eh weg. Oh hey, ich bin bald beim ersten Gebiet fertig. Und wenn jetzt endlich mal meine verfluchte Dreckswaffe mal auf Max-Level ist, dann kann ich auch endlich mal wieder mit halbwegs gescheitem Tempo hier was machen. Das ist ja echt grauenhaft. Ich brauche gerade 3-4 Mal so lange wie normalerweise, wenn meine Waffe mal also wenn die mal up to date wäre. Das ist echt richtig panisch.
So hat das normalerweise auszusehen. So langsam kann ich wieder Sachen pullen. Wo waren die Kaluax-Dinger? Die waren hier unten. Ich weiß nicht mehr, wo die alle gestanden haben. Ach nee, Quatsch, die Kaluak da unten, das waren keine festen Spawns, die sind einfach so überall. Ich habe bis heute auch auf Retail habe ich immer noch nicht den Dingens, den 5% Ring, den man bei dem Angeln bekommt. Hast du den? Du kannst ja am Sonntag, ist das glaube ich, gibt es so diesen Angelwettbewerb. Da kannst du auch einen, also hier ist es noch kein, ich glaube hier ist es noch kein Heirloom. Ne, doch, hier ist es auch schon ein Heirloom, also auch schon ein Erbstück. Aber ja, den hätte ich halt sau gerne. 5% mehr EP ist halt schon das Big. Oh. Ich bin so froh, wenn ich endlich 75 erreiche. Dann kriege ich endlich meinen Burst. Also dann kriege ich endlich meinen Schildschlag. Der fehlt so dermaßen. Und wie lange brauchst du noch bis 71? Ein Monat bis 71? Okay. Hört sich realistisch an. Das habe ich ja vorher auch gesagt, es wollte mir ja keiner glauben. Wo ich Leon und so die ganze Zeit gesagt habe, ey, das Leveln, was wir jetzt gerade da in BC gemacht haben, das hat halt absolut nichts mit dem, mit WOTLK dann zu tun. In WOTLK wirst du halt easy 3 bis 4 Stunden pro Level brauchen, mindestens, wenn du dich beeilst. Also in halbwegs gescheitem Tempo. Also klar, wenn du es halt richtig schnell machst, dann geht es auch schneller, aber wenn du in so halbwegs humanem Tempo brauchst du mindestens 3 oder 4 Stunden. Aller mindestens. Aber ja. Wollte mir ja keiner glauben. Das Problem ist halt, zum einen fehlt dir der 50% Buff, den wir nicht hatten. Dann fehlt dir noch der EP-Nerf,
der immer normalerweise bei den, ich glaube, der kommt oder ist früher immer bei den Zweier-Patches gekommen. Weißt du, so 8.2, 7.2 und so. Da ist immer dieser EP-Nerf gekommen, wo insgesamt 30% vom aktuellen Content halt eben gekartet wurde. Und die Kombination dann auch noch mit Heirloom Gear, also mit dem, na, wie heißt, ich vergesse immer den deutschen Namen, mit den Erbstücken, wenn du da dann nochmal 20% mehr bekommst, die Combo macht es halt so viel schneller. Oder halt so, wie wir es jetzt gerade hatten mit dem 50% Buff. Das hat halt absolut nichts mit dem normalen Content zu tun. Oder mit Current Content Leveling. Was brauchte ich denn noch? Schaman. Nee, nicht dich. Ich komische Ork-Schaman. Gosh, I can't believe how much of a little bitch you are. When it comes to world leaders, you like literally lower the bar. I'll rip your bones apart, turn your horse into glue. Welcome to the Battle of Waterloo Part 2. I got skills, I'll put you in a half Horatio Nelson. You're the ugliest thing that's ever failed in Russia since Boris Yeltsin. You can keep your french fries, I got tater tots, you know 'em? Why don't you crawl back in your little shell and escargot the heck home? How dare you address moi, you adolescent worm? I am French, you're a buck-toothed nerd with a perm. I spit at you hard as a Tina de Lama, smacking your face till your lips swell up like the thunders. Doodle up some friends, you gangly freak show, before I toss you over the mountain like the dreams of Uncle Rico. This bastard's about to see about the battle can be. After this, your buddy Pedro will be voting for me. Why don't you freaking exile yourself in your little island and hide? Cause this is a rap roller coaster. You're not even tall enough to ride. Keine Lust. Keine Lust auf was. Ich kann jetzt wenigstens langsam wieder gescheit questen. Echt, die letzte Stunde war ein absoluter Albtraum. Aber ich kann jetzt wieder einfach, was weiß ich, 5 Mobs gleichzeitig pullen, die halt einfach schnell umklatschen. Oh, diese Mages. Weiß nicht, wer sich diese blöde Queststelle hier ausgedacht hat, ey. Die dämlichen Mages gehen halt so auf den Sack. Du hast halt hier auch keine Corner oder so, wo du halt einfach, was weiß ich, normalerweise pull ich halt einfach immer 10 Mobs gleichzeitig, gehe um irgendeine Ecke und ziehe die dann alle zusammen. Aber hier geht das nicht. Und hier wirst du einfach dauernd von diesen random spawnenden Mages halt eben drangsaliert. Dann musst du dich umdrehen und hast 20 Sekunden gewastet. So ein Scheiß. Die ganzen anderen Questgebiete und halt eben auch Scholasar, da gibt es überall keine Rages, da interessiert das nicht. Richtig ekelhaft hier gerade. Und halt eben noch die Tatsache, dass meine Waffe immer noch am Leveln ist. Macht's auch nicht besser. Was machen sie denn sonst jetzt, wenn sie keine Lust zum Zocken haben?
No. Weiß nicht. Ah, jetzt habe ich Rap-Kosten gefahren wegen diesem dreckigen Mage. Die wollen einen echt nicht aus diesem komischen Gebiet hier rauslassen. Das ekelhafteste Questgebiet mit Abstand. Und hier gibt einfach... Du musst 5-mal, oder ja, insgesamt 4-mal nacheinander hier rein. Was soll das? Ich konnte mich echt nicht mehr daran erinnern, dass das so ekelhaft. Also ich konnte mich daran erinnern, dass das Ding hier, also diese komische Grube, ein bisschen ekelhaft war. Aber ich konnte mich dann nicht mehr so wirklich dran erinnern, weil ich das halt eben nur einmal ohne Leveling Gear gemacht habe. Wenn du Level Gear hast, ist das halt alles GG. Das ist eine ganz andere, ja. Oh. Be on an island with a fucking model by now, sipping dry martinis and peeling off bikinis, not rapping against Swedish penis pumping weenies. I didn't say I was finished. I'm sick of your silly gimmicks. Ah, man muss diese Anführer-Mages noch killen, ne? I wouldn't exactly call you original. It's the most prominent dominant bomb special pay homage, handing out ass whippings. I'm on some real James Bond. Your performance doesn't stare me, and I'm certainly not shaken. I wanted shitty acting in my action film. I'd go and watch Taken. I see your modern gadgets, and I piss on them all. I don't need a cue to break your balls. I'm the granddad of the brand millions of fans have been sold on. You're so far up on my nuts, I should call you Bond.
gold bond. Yeah, could I get back in my rap, please? Rap these, you velvety hack! It's the movie business and you've had your six. The world has had quite enough rug-wearing misogynists. Yeah, to be honest, you are a bit rapey. I mean, I like to swing, but doctor no means no, baby. Oh, please, I'm an extraordinary gentleman, undistinguished. If they made a mini-me, they'd have to cast Peter Dinklage. Or maybe they should cast a Bond who's actually English. Why, pussy, aren't you the cunning linguist? As a matter of fact, I've got a knack for licking old cunts. After I beat you, I'll kick the shit out of the man who does your stunts. Now you listen here, you little duck-faced runt. I'm all in. I'm ready to die any day that you want. Hold war, hold war, holster, holster. Oh, diese Mages. Verpiss dich. Oh. Rain's pouring down. I wanna scream, but just can't make a sound. Heart's beating fast, just holding on to make these moments last. I'll wait for you until the morning finally breaks through. I'll make it right. Standing strong, Also diese Mages gehören echt verboten. Das ist absolute Quälerei. Mages, die einen stackenden Debuff auf einen hauen, einen slowen und in dem Gebiet, wo du nicht vor ihnen weglaufen kannst, also beziehungsweise wo du sie nicht massenpullen kannst, um sie hinter irgendeine Ecke zu ziehen, ist echt einfach nur ein Kriegsverbrechen. Ja, das gehört nicht dazu. Die gibt's nicht. Die gibt's, glaube ich, nur. Ich glaube, im Nexus, also hier da drüben gibt's, glaube ich, nochmal Mages. Aber sonst gibt's, glaube ich, nur noch Mages beim Roten. Also hier bei dem, ja. Hier ist ja der scharlachrote Kreuzzug, der ist hier am Start. Das sind, glaube ich, die einzigen anderen Mages, die es hier gibt. Oder halt zumindest, wo alles verseucht ist mit Mages. Wo du halt eben auch nicht dich irgendwo hinstellen kannst. Wo die dann halt einfach zu dir hingelaufen kommen. Yeah.
schon nervig. Wie gesagt, das Schlimmste an denen ist ja halt auch, dass die diesen komischen, das sind ja Arcane Mages. Die haben diesen dämlichen instackenden Debuff da, wo die dann immer mehr Damage machen. Richtig, richtig nervig. Aber zum Glück, jetzt müsste ich mit dem komischen Arschloch des Gebietes hier endlich fertig sein. Und hier nie wieder hin. Zumindest nicht ohne Leveling hier. Ich weiß noch hier in dem Sumpfdingens da, das ist zwar eigentlich eher das Popoloch des Gebietes, aber ja, da, bäh, richtig ekelhaft. Wie in diesen Mages. Alles scheiße, alles Kacke. Mein Halsband aus für Heal. Okay, das ist viel besser als meins. Ich bin jetzt schon honored bei den Kaluak. Oh mein Gott. Ein Healgürtel. Ein Platte Healgürtel. Items sind alle Kacke. Was machst du denn jetzt, wenn du nicht mehr am Zocken bist? No! Fuck. Ah! Will dich wieder hier runter. Bleib mir gestohlen mit diesen ekelhaften Mages. Will die nie wiedersehen. Problem ist, ich weiß, dass sie hier auch sind. Schaust mir zu, oh mein Gott. Wie ich hier am Struggeln bin. Muss ich hier unten nochmal machen. Also, hier unten muss ich noch. Musste da irgendwie so ein. Ich glaube, so ein Drachenviech einfangen, ne? So ein Drachen hier. Oder war es einer von den. Von den Menschen? Ne, es war einer von den Menschen. Nein! Ja, die Crits, die kommen immer dann, wenn man sie nicht brauchen kann. Hör auf zu kritten, Junge. Gibt's auf der anderen Seite nicht? Ja, gibt's auch nicht. Aber gibt's nicht in den Grizzly Hills, gibt's da nicht ganz viele Boomer? Also ganz viele Eulen?
Warum musste man das nochmal machen? Wo ist denn der jetzt? Musste den mit diesem, ja, mit dem Ding hier pieken. Aber wo ist der? Oh. Erstmal richtig schön einen hier wählen. War... Oh, hier unten, ne? Da oben drauf irgendwo war das, glaube ich. Ah, ne, da drüben. Wie kam er dann nochmal rüber? Ich habe vergessen. Bin mir ziemlich sicher, dass es das hier ist. Wie genau? Ah, hier. Oder? Ist das wirklich nicht schwer. Guck dir das an, ey, meine Waffe ist immer noch nicht up to date. Und es tut sich auch nichts mehr. Und es fehlen immer noch 10 Level oder so. Ich glaube, ich bin hier gerade falsch. Ich glaube, das muss ich gar nicht machen. Bei 49, es fehlen nur noch 6 Level. Das heißt, ich bin jetzt schon wieder ein Skill nur davon entfernt, dass ich endlich wieder so effizient kämpfe, wie wenn ich auf Level 70 wäre. GG. Oh, wie ging das nochmal?
Warte mal, jetzt bin ich verwirrt. Habe ich Mist gebaut? Ach nee, hier. Da ist doch der. Ja, okay. Das war gerade nur nicht aktiv. Warum auch immer. Weil es irgendein Hortler gemacht hat. Ergibt Sinn. Okay, ich muss es gar nicht machen. Bye! So geht es natürlich auch. Einfach bei anderen leechen. Legst du mich jetzt endlich darüber? Please? Ja. Ach, diese komische Quest hier, die ich da habe. Siehst du, wenn ich hier aufmache, da ist hier eine Quest. Da muss man hier ein Reading, also da muss hier so eine Probe nehmen. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wo diese Quest herkommt. Ja, doch, ich glaube, die ist auch von, doch, die ist von hier drinne. Problem ist nur, ich glaube, man kann dieses Reading, ich weiß es nicht mehr. Nee, Quatsch, nee, man muss das von hier ausnehmen. Das heißt, du musst hier rausfliegen und du musst dich dann hier unten ins Wasser schmeißen und musst dann dahin tauchen. Oder zumindest dahin schwimmen, in die Nähe von dem, ja, von dieser Stein, ja, da unten halt. Das ist eine der bescheuertsten Quests, die es jemals gab. Weil du kriegst die halt aus dem Gebirge hier drinne. Aligas, hallo. Muss dann hier raus, muss da runter, muss da unten im Eiswasser irgendwie rumpimmeln. Und dann musst du wieder hier hoch, den der Drachen wieder ansprechen und wieder da reinfliegen. Ist eine richtige Wack-Quest. Ich meine, okay, in Classic, also in Vanilla gibt es noch viel schlimmere Quests, wenn du dreimal von Kontinent zu Kontinent fliegen musst, nur um irgendwen anzusprechen. Das ist noch schlimmer. Aber, also die Quest hier, die ist auch schon, ja. Why? Elwin? Nee. Haste, nur Stärke. Schmutz, 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 alles Schmutz.
Was für eine böse Seite. Nee. Nee, mit Sicherheit nicht. Bin mit der Tundra jetzt eh fast fertig. Weiß noch, also der Rest geht jetzt um einiges schneller. Also ich habe ja gemeint, also hier drin gibt es halt noch Mages und hier kannst du dich auch wieder nirgendwo hinterstellen. Also das hier wird noch ein bisschen ekelhaft, aber zumindest ist meine Waffe jetzt endlich trainiert. Aber danach, der Rest von den Missionen, das geht alles super schnell. Das hier sind nur ein paar, oder nur eine Quest in der Höhle. Hier ist Kaluak-Zeug, da muss ich glaube, da muss ich irgendwie auch hier im Wasser rumschwimmen, da muss ich irgendwie so Muscheln sammeln, glaube ich. Und da ist dann auch Daily-Scheiß. Beziehungsweise, nee, nicht Daily-Scheiß. Ach nee, Quatsch, nee, das sind keine, das sind Murlocs. Das sind freundliche Murlocs. Aber dafür gibt es hier so da gibt es einen Händler, der gibt dir spezielle Sachen und da musst du aber hier im Wasser war das, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, ob es nur in diesem Gebiet war. Aber da gibt es so eine komische Währung, die musst du halt dann bei diesem einen Murloc eintauschen. Das habe ich auch nie fertig gemacht damals, also auf meinem Main halt nicht. Ja, und dann gibt es hier halt nochmal einen Quest-Hub. Das sind ein paar Sachen hier in diesem komischen Teer-Gebiet. Das ist auch sehr schnell alles vorbei. Also wenn ich die Scheiße hier mit den Mages jetzt durch habe, hier neben dem Nexus, dann kriege ich noch die Dingens, ich glaube, das sind 3 verschiedene Quests für das Dungeon. Und dann bin ich fertig. Dann laufe ich halt noch einmal durchs Dungeon. Dann bin ich auch wahrscheinlich, ja, hier irgendwo dann bei Level, also easy Level 72. Und dann geht Schola-Saarbecken. Und Schola-Saarbecken geht dann wie Achterbahn, weil Schola-Saarbecken gibt es keine Range-Mobs. In Schola-Saarbecken sind das einfach alles nur Tiere, die easy umzuklatschen sind. Da kann ich schön immer 5 gleichzeitig pullen, schnell umrasieren und GG. Ah, no! No. Ich hab gewusst, man zieht hier von den Agro. Ah ne, Quatsch, das ist ein Hordler. War das jetzt ein NPC? Ja, es war ein NPC, okay. Und da. Ich muss unbedingt, ich müsste eigentlich mal zurück nach Sturmwind oder, ja, kann ich nur Sturmwind. Oder ich bräuchte einen Mage, der mich nach Dalaran portet. Weil die ganzen Flugpunkte habe ich schon, also... Okay, mir fehlt noch der hier und ich glaube, dann braucht man den hier drüben noch, damit man... Ah ne, Quatsch, nee, man braucht glaube ich nur den hier, dann kann man nach Dalaran fliegen. Dalaran ist hier. Ja, ich glaube, ich brauche den hier noch. Ich weiß gar nicht, doch, die gab's schon. Da musste man glaube ich nicht erst mit der Quest hin, ich glaube, den gibt's jetzt schon, den habe ich aber nur noch nicht geholt. Obwohl, nee, Quatsch, ich muss gar nicht. Ich kann ja auch einfach verkaufen. Die Hälfte davon ist ja eh grauer Schmutz. Wo war hier der Verkäufer? Ich weiß, dass es hier einen gab.
Was ist der hier? Es sind auch immer so Affen, ey. Warum gehen... What? Wo ist der NPC hin? What the fuck? Okay. Wieso stehen die hier AFK rum? Wieso? Was machen die hier? Geht das immer nicht. Wo war der? Ich weiß, dass es hier einen Dings gab, einen Typ. Oh, doch, es war der hier. Okay. Die out of range. Ich hab mich doch überhaupt... What? Oh. Niemand bewegt dich, aber ist auf einmal out of range und kann nichts mehr kaufen. Ist klar. Oh mein Gott. Please, please, please. Das Spiel ist halt echt fast genauso am Rumtrollen wie 2009. Hat sich nicht viel geändert. Okay. Na, guck, da sind das hier die Mages, die habe ich gemeint, diese Drachlinge. Das sind die einzigen Mages, die mir jetzt noch eine Zeit lang auf den Sack gehen werden. Buffs, please. Okay. Das finde ich auch eine Unverschämtheit von Bliss, dass die das immer noch nicht hinkriegen, AFK-Spieler gescheit rauszukicken. Guck dir das an, ey. Das ist halt immer so. Du kannst hier in einer halben Stunde wieder gehen und da stehen, kann ich dir, da verwette ich 10 Euro drauf. Die Hälfte von hier sind immer noch genau die gleichen Idioten, die hier AFK rumstehen. Und das wird genauso, das ist genauso nachher in 5-6 Stunden, wenn dann auf einmal die 7000er Spiel, die Dingens sind. So, die gehören einfach gekickt, ey. Das ist so. Ah. Hi, Marley. So ist das Gebiet hier so überfarmt. Ist das? Dass das gerade hier so überfahren ist halt gerade auch wieder super ungeil, weil ich muss viele Gegner pullen, damit ich Damage mache. Wenn ich immer nur einen Mob pull, mache ich keinen Damage. Eieiei. Mache ich kein Damage und krieg auch noch kein Mana. Unfasslich.
schon besser. Zumindest mal 2. Aber wo kommen die denn auf einmal alle her? Was ist das denn? Na, fuck. Was machen die alle hier? Sind die alle hier, weil sie nur die Free-Quests für den komischen Nexus haben wollen? Weil draußen, hast du ja gesehen, draußen siehst du alle 5 Minuten mal einen Spieler. Gut, du siehst dann auch hin und wieder mal 4 Stück gleichzeitig. Aber draußen ist nicht viel los. Und hier ist jetzt auf einmal alles voll. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, weil die alle nur die Pre-Quests, also beziehungsweise die Quests für das Dungeon haben wollen. Du musst halt hier draußen irgendwie so 5, 6 Quests machen, dann kriegst du halt für Nexus, ich glaube 3 Quests sind das, die du dann bekommst. Geben halt auch einiges an Erfahrung, weil halt Dungeon Quests. I came to kill all of the minions around you. Check my CS and my B. You know you couldn't face up to me. Cause I'm a Vigor. Oh, wieso sind die alle tot? Ich will auch 5 Mobs einfach alle gleichzeitig pullen. Ist halt, bei mir ist halt scheißegal, ob ich einen Mob pull oder 5. Wenn ich 5 Mobs pull, ist der Kampf halt schneller vorbei oder genauso schnell, als wenn ich nur einen pull. Das ist halt gerade richtig Panne. Auch Mob. I came to kill. Your AB carry standing still. Now check the chat and see them rage. I really am the number 1 mage. Cause I got 2,000 AP. You know you're screwed when I press E. I throw my stones down on the ground sometimes, saying hey. Hast du eine Ahnung, wie teuer das... Oh, du bist AFK, alles klar.
In Retail wird man doch in der Gilde noch zugespammt von anderen Leuten, die irgendwelche Achievements bekommen, oder? Oder haben die das da mittlerweile auch entfernt? Ja, gell, du wirst noch zugespammt. Wieso haben die das dann hier entfernt? Kann man ausstellen? Okay. Ist das vielleicht hier nur Default aus? Kann man das wieder anmachen? Über die Chat-Einstellungen. Also hier normalerweise oder was? Keine Ahnung. Ich glaube, wenn man die erste Reihe, die erste Welle von Quest durch hat, hat man danach noch eine zweite Welle. Muss man zum Beispiel diese komischen fliegenden Dinger hier unten in dem Ding umbringen. Die komischen fliegenden lila Wärmdrachen. Wärmerdrachen. Ich bin auch fast fertig. Ich muss nur noch, ich glaube, 2 von diesen Mages umbringen. Dann noch von diesen Berries was einsammeln. Ja, hier noch so ein Mage und sonst glaube ich nur noch diese Bären. Do you remember the days when everything was silent? I think we had enough of the loud noise. Fragt mich das habe ich mich schon immer gefragt, warum bei der Quest hier die NPCs diese Bären droppen können. Die droppen nämlich sowieso nie. Du kannst hier eine Stunde rumlaufen und kriegst diese 10 Bären nicht zusammen. Du musst die von diesen Büschen einsammeln. Also theoretisch, also hier diese ganzen Mobs, die haben alle eine Chance. Also gut, die großen jetzt nicht. Ich glaube, die anderen großen Bäume droppen die auch. Hier, der auch. Die droppen alle diese Beeren. Aber ohne Spaß, das kannst du eine Stunde lang farmen und die Chance, dass du diese 10 Beeren zusammenkriegst, ich weiß nicht, ist also nicht so besonders hoch. Würde mich nicht wundern, wenn die Drop-Chancen von diesen Beeren bei denen nur irgendwie 5% oder so sind. Droppen halt wirklich nie. Still not impressed? Let me change the tempo. Now, let's tolerate the shit out of it.
Guck, das Bescheuertste ist halt, dass die hier halt auch überall sind. Also es ist ja nicht schwer, diese Frostbären einzusammeln. Die sind halt überall. Deswegen, ich habe das nie verstanden, warum diese Ads hier diese Dinger auch droppen können, weil, wie gesagt, die Drop-Chance ist so dermaßen niedrig, dass das halt einfach nur sinnlos ist. Ach, und ich muss dann nochmal da raus und da unten ins Wasser. Ah, das hab ich schon wieder verdrängt. Oh, 351. Jetzt geht's langsam los. I hope you enjoyed yourself and learned something new today. But before I go. Jetzt, wo ich das gesagt habe, finde ich natürlich keine Bären mehr. GG. 49 times we fought that beast, your old man and me. Had a chicken head with duck feet, with a woman's face too. Oh, that's rad. It was waiting in the bushes for us. Then it ripped off your dad's face. He was screaming something awful. In fact, there was this huge mess and I had to change the floors. The floors? You see his blood, it drained into the boards and I had to change them. But we all got a chicken, duck, a woman thing waiting for us. Every day I worry all day. I was waiting in the bushes of love. War doch irgendwo noch so ein Ding, was ich auch noch untersuchen musste. Das war doch, glaube ich, nicht nur eins. Ja, sag ich doch. War nicht nur eins. Waren 3 oder 4 von denen. War schon wieder dieser schmutzige Retri mit seinem Schurkenfreund. Komm schon, letztes Bärchen, wo sind sie? Hören sie auf, sich so zu verstecken. Oh Gott, wie lange hatte ich jetzt schon die Death Aura an? Ich habe die ganze Zeit nicht meine Reitaura angehabt. Oh nein. Die Reitaura ist halt beim Leveln OP. Die Auren sind halt alle so scheiße beim Paladin. Die Reitaura ist die einzige, die irgendwas bringt. Wobei beim Holy ist halt die Concentration Aura, vor allem im Raid oder in Dungeons, ist die sehr, sehr gut. Aber halt die Death und die Red Aura, die sind halt komplett nutzlos. Die machen halt absolut gar nichts. Vor allem das Schlimmste ist die Death Aura, soweit ich das verstehe. Der Heal Dudu hat genau den gleichen Effekt, soweit ich das verstanden habe. Das heißt, sobald bei dir ein Heal Dudu im Raid ist deine Death Aura als Pala nutzlos. Also entweder ist das ich weiß nicht, ob der Dudu einem Armor gibt, oder es kann auch sein, dass das da nicht gemeint ist, sondern doch, das ist die Arme. Es kann auch, nee, es gibt, glaube ich, einen passiven Mist beim Tankparler, wodurch irgendwie die Heilung, die man erhält oder so, irgendwie erhöht wird. Ich glaube, das ist das, was der Dudu auch hat, aber ich bin mir nicht sicher, keine Ahnung. Ist ganz komisch.
Aber Tatsache ist halt, als Tank hast du keine Aura, die irgendwas bringt. Im Grunde kannst du als Parler die Red-Aura anmachen, aber die Aura, wie gesagt, die Auren sind einfach alle scheiße. Die einzige Aura, die was bringt, ist die Reiter-Aura und halt die Dingens, die Concentration-Aura. Und lustigerweise ist halt heutzutage ist die Concentration-Aura die einzige, die nutzlos ist. Weil die Concentration-Aura zu einer fucking PvP-Aura umfunktioniert wurde. Das Tollste war früher, da war sogar die Red-Aura, soweit ich weiß, die war früher buggy. Wenn du die benutzt hast und du wurdest gehittet, hat deine Auto-Attack resettet. Also, ich glaube, das haben sie mittlerweile gefixt. Aber das war früher halt auch geil, weißt du, du hast halt immer mal wieder irgendeinen Tank-Parler dabei gehabt, der hat das nicht gewusst. Der hat die Red-Aura die ganze Zeit angehabt. Und dann, wie gesagt, jedes Mal, wenn der eine Auto-Attack reinbekommen hat, ist seine, also ich glaube, es war nur bei physischen Angriffen, aber es kann auch sein, dass es bei allen Angriffen war, ich weiß es nicht mehr. Aber jedes Mal, wenn der halt was reingekriegt hat, hat seine eigene Auto-Attack abgebrochen. Das hört sich doch auch gut an, oder? Oh. Ich habe fertig. Nee. Ich hab's auch ohne Springen darüber geschafft. Je. Weißt du was, bevor ich den Scheiß aber abgebe, mache ich den Nonsens da draußen. Muss ja nochmal da raus und in die komische Brühe da hüpfen. Oh, diese ekelhaften Magier. Oh. Alarm! Ist auch so übel, ey. Ich habe erst zwei oder drei Kobalt-Vorkommen abgebaut. Ja, drei glaube ich. Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Ich habe ja sogar... Ich habe nur bis 350 mit Dingens gelevelt. Also, ich habe 4 Kobalt bis jetzt abgebaut. GG. 2 Stück sind mir bis jetzt geklaut worden. Ja, du kannst ja auch noch keins abbauen, oder? Ich müsste halt auch Verzaubern unbedingt noch leveln, aber das hatte ich jetzt erstmal aufgegeben. Weil ich dann doch endlich mal hier ein bisschen leveln wollte vorher. Aber ich kann halt jetzt noch... keine Ahnung, ich kann noch für 30, 40 Items Platz machen. Also wenn ich eben in der Bank und so halt Zeug rausschmeiß. Aber dann quillen halt irgendwann meine Bank und meine Taschen über. Dann kann ich keine grünen... Also dann kann ich keine entzauberbaren Sachen mehr bunkern.
Ja, diese Quest. Ey, das ist Cheaten. Der Schurke hat die Glyphe, wo er mit Sprint über Wasser rennen kann. Oh, wie macht man das? Wo ist das Item? Das? Hopp, nee. Ja. Es ist ein Hordler am Angeln. Unfassbar. Ja, da habe ich auch schon ein bisschen Kopf, also es bereitet mir auch schon wieder ein bisschen Kopfschmerzen. Ich werde auch noch angeln skillen müssen. Oh, da läuft es mir eiskalten Rücken runter. Aber ich weiß nicht, hast du damals zu den Zeiten mal Angeln gelevelt? Angeln, uff. Hast du nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also dann bin ich glücklich, dass du das bis jetzt noch nie erleben musstest, aber gleichzeitig leide ich auch mit dir, weil du es wahrscheinlich demnächst auch irgendwann machen werden müssen wirst. Außer du willst dir es halt wirklich antun und den Scheiß kaufen. Aber, ja. Damals Angeln leveln bis, glaub mit Mists of Pandaria. Ja, klar, mit Mists of Pandaria haben sie das damals gelockert. Aber bis Cutter war Angeln leveln, ja. Genauso schlimm wie der andere Scheiß. Ja, also das Problem ist, kannst dich halt nicht einfach irgendwo hinstellen, jetzt hier in Nordend und anfangen zu angeln. Du musst halt genauso wie bei den Erzen und so, musst du dich halt vorarbeiten. Also da haben die verschiedenen Seen und so, haben halt verschiedene Level, die du mindestens brauchst. Und das Ekelhafteste ist, wenn du irgendwo hingehst, was für dein Level halt gerade, also da steht, was weiß ich, 30 bis 70. Und du gehst dahin mit 30, kannst du dir sicher sein, dass die ersten 50 Male oder so wirst du die ganze Zeit nur grauen Scheiß angeln, wenn überhaupt mal was anbeißt. Und das dauert einfach ewig. Also Angeln haben sie damals halt wirklich noch so, das war halt wie gesagt, wie richtiges Angeln. Damit schlägst du die Zeit tot. Also puh. Thunder Chasm. Und war, ja, da unten im Wasser. Doch gewusst. Weißt du, was ich damals noch in WOTLK gemacht habe? Ich habe zwar nie... Oh, das sind, glaube ich, die Dinger hier, wo man für die Murlocs da Zeug sammeln muss. Die haben, glaube ich, irgendwas damit zu tun hier. Irgendwas war da. Gab damals, beziehungsweise den gibt es immer noch. Aber ich habe damals tatsächlich, war halt so, also ich war damals halt, ja, ich war halt ein Jahr so sehr stark im WoW-Fieber. Wahrscheinlich die meisten, die halt eben so ein bisschen angefixt wurden, halt zu welchem Zeitpunkt auch immer, als sie mit WoW angefangen haben.
Bei mir war das damals halt mit Anfang Wotlk, wo ich halt richtig angefangen hatte. Und da habe ich damals tatsächlich das hier gemacht. Warte mal, wo ist das? Profession, Fishing. Da musst du, ja, hier. Kennst du die? Die 3 Erfolge hier? Mit den Münzen? Oh Gott. Oh Mann. Kennst du nicht? Oh. Was die Dinge sind. Also bist du glücklich, dass du nicht weißt, was das ist, aber ich spoil das jetzt mal für dich. Diese komischen Münzen. Silber, Gold, Bronze Münzen. Die angelst du in Dalaran. In so einem Eklat, also da ist so ein kleiner Brunnen mitten in Dalaran. Da angelst du im Grunde nichts außer Level 1 Fische, also die du halt auch in Sturmwind angelst du die Dinger auch. Die kannst du halt eben zum Kochen benutzen. Aber halt, keine Ahnung, bis 25 oder so kannst du damit kochen. Dann sind die nutzlos. Und ansonsten fischst du da nur grauen Scheiß und diese ekelhaften Münzen raus. Und ich kann mich sehr gut dran erinnern. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn du damals pro Viertelstunde mehr als eine von diesen goldenen Münzen geangelt hattest, hattest du Glück. Also soll heißen, so eine goldene Münze. So alle 20 Minuten oder so hast du eine von diesen scheiß Münzen gehabt. Und offensichtlich sind diese Münzen ja random, ne? Was denkst du, wie lange das dauert, bis du alle von diesen dreckigen Münzen zusammen hast? Die silbernen, also die bronzenen, die hast du halt viel schneller zusammen, aber selbst das dauert ein paar Stunden. Die silbernen dauert schon viel, viel länger. Und die goldenen. Oh mein Gott, die goldenen. Weißt du, wenn du halt am Schluss nur noch 1 oder 2 davon brauchst und du angelst halt jede Viertelstunde halt so eine fucking Münze. Und das sind halt immer die falschen. Ja, warum macht man das? Ja, das ist halt die Frage, warum macht man das? Der Scheiß bringt ja nicht mal Geld. Das ist ja das Schlimmste. Ich glaube, die Dinger, da kannst du draufdrücken, um die zu benutzen. Und dann schmeißt dein Charakter die zurück wieder ins Wasser. Oh. Ja, also es hat sogar eine Animation, man sieht, wie die zurückfliegen. Das ist, und ich habe das damals gemacht, ich habe diese Erfolge. Da muss man halt richtig verloren sein. Also wie gesagt, da musst du halt so richtig lost sein. Maximal lost.
Oh mein Gott, nee, ich habe gelogen. Ich hab Gold nie fertig gemacht. Oh mein Gott. Aber nee, ich habe das doch fertig gemacht. Nee, warte mal. Kann doch nicht sein. Oder habe ich das echt damals abgebrochen? Okay, kann echt sein, dass ich... Aber... Nee, das kann nicht sein. Ich habe die hier ja auch. Das stimmt nicht. Die Anzeige stimmt nicht. Ich habe hier die Ogrima und das Viech aus Eisenschmiede, also aus Ironforge, die habe ich auch. Die Anzeige hier stimmt nicht. Hä? Check ich nicht. Sehr merkwürdig. Aber... Ja. Also zumindest, warum auch immer. Also die hier werden ja angezeigt, aber ich bin mir sicher, den goldenen habe ich damals auch gemacht. Wie gesagt, also die hier habe ich 100% beide. Das sind halt so seltene Fische, die du aus den Hauptstädten halt angelst. Das ist der Grund, warum manchmal, obwohl ich weiß nicht, wie das bei euch auf Horde ist. Aber in Ironforge bzw. in SW, nicht SW, im /2-Channel schreiben halt immer mal wieder, oh, die angeln bei uns hinten in Ironforge gerade. Also ja, es interessiert halt kein Schwein. Die versuchen dann halt gerade hier den alten Eisenkiefer zu angeln. Dasselbe gibt's bei Horde halt auch. Das ist hinten bei den das ist hinten bei den, wo diese Ställe sind. Hier angelt man den. Also das weiß ich, das habe ich 100%, die habe ich alle beide. Aber ich habe keine Ahnung, warum das nicht angezeigt wird. Vielleicht habe ich... Keine Ahnung. Oh, oder vielleicht habe ich... Nee, das habe ich auch nicht auf einem anderen Char gemacht. Ich weiß es nicht. Ich habe zum Beispiel auch 100% den Erfolg, weil hier gab es doch gerade diesen Nordend-Angler da. Weißt du, wo hier gestanden hat? Das hier, fange 31 verschiedene Salzwasserfische, das habe ich 100%ig auch. Das mit den Süßwasserfischen mit Sicherheit auch. Und 100%ig habe ich das hier mit den, hier, Nordend-Angler. Wo du aus allen Schwärmen in Nordend was du angeln musst. Das habe ich auch 100%ig habe ich das gemacht. Also ich weiß nicht, was hier los ist, warum die nicht angezeigt werden. Vielleicht hat das mal super rumgebuggt bei den 100 Malen, wo die Erfolge und so überarbeitet haben. Das kann sein. Aber das ist echt merkwürdig. Aber da frage ich mich, warum die ekelhaften Erfolge hier von Warlords of Draenor noch angezeigt werden. Sehr merkwürdig. Bei Warlords of Draenor musstest du nämlich auch, da gab's im Grunde sowas Ähnliches wie mit den Münzen. Also das hat im Grunde nichts mit den Münzen zu tun gehabt. Aber du konntest in jedem Gebiet, von den normalen Fischen so eine Fettwanst-Version angeln. Die waren sehr selten. Da gab es insgesamt, ich glaube, 5 verschiedene. Und von diesen Fettsäcken musstest du 100 pro Gebiet sammeln. Ja. Die waren zwar, wie gesagt, die waren nicht ganz so selten. Also wenn du Glück gehabt hast, hast du alle 5 Minuten oder so einen von denen geangelt. Aber wenn du in der Schule ein bisschen aufgepasst hast, wirst du ja zusammenrechnen können, wie lange das dauert, bis du
5-mal 100 von denen zusammen hast. Yep. Den Scheiß habe ich damals auch gemacht. Da sind damals 2 Nächte und ein Tag draufgegangen. Habe ich damals mit einem Kumpel, haben wir uns, wie gesagt, 2 komplette Nächte und einen ganzen Tag hingesetzt. Und haben diesen Scheiß gemacht. Oh. Echt mit diesen Angelerfolgen, da muss man echt richtig derbe lost sein. Aber wo ist denn... Ja, stimmt, ich glaube, doch, dafür gab's. Doch, hier ist es. Guck, das wird auch nicht angezeigt. Was soll denn das? Das ist 100%ig buggy. Das ist... What? Weil das hier sind diese riesigen Viecher. Wieso wird das nicht angezeigt? What the fuck? Und es wird nicht mal ein Fortschritt angezeigt, es wird 0 angezeigt. What the hell? Also das ist definitiv kaputt hier. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Ich habe mir halt auch meine eigenen Erfolge schon so lange nicht mehr angeguckt. Das kann halt echt sein, dass meine ganzen Erfolge total buggy sind. Weil die halt eben 500 Mal überarbeitet wurden. Wow. Siehst mal, was ich hier für komische Sachen entdecke, weil wir über so ein, also über bescheuertes Angeln reden. Oh mein Gott. Frozen Eggs. Was Frozen Eggs? Nexus Mana Essenz. Da muss man, glaube ich, diese fliegenden Drachendinger umbringen. Aber was ist Frozen Eggs? Ach, muss man mit der Frozen Eggs diese Eier kaputt machen? War das so? Ich habe die Quest nicht abgegeben. Oh. Hast du irgendwelche Angelerfolge? Also wie gesagt, ich bin mir auch zu 95% sicher, dass ich diese scheiß Gold-Quest fertig gemacht habe mit den goldenen Münzen. Ich habe nämlich auch ich bin mir zu 95% sicher, dass ich auch dieses Dalaran-Siegel habe. Weißt du, es ist so ein Spielzeug, das kannst du einfach hochwerfen, da kriegst du halt immer Kopf oder Zahl. Ich bin mir ziemlich sicher, das hab ich. Also ich verstehe das nicht, warum das, ja. Ich habe auch damals viele Tage diesen Bullshit mit den goldenen Münzen gemacht. Als ob du das wüsstest? Keine Ahnung, du wirst doch wissen, ob du dich selbst mit Angeln gequält hast zu irgendeinem Zeitpunkt. Vergisst man normalerweise nicht. Aber da muss ich echt nachher mal gucken, ob die Ingame meine ganzen Erfolge auch kaputt sind. Also ob das so dermaßen buggy ist.
Ja, die Giant Sewer Rat, also diese gigantische Dalaran-Ratte hier, die habe ich nämlich auch. Die wurde eben bei den Dingens aber auch nicht angezeigt, bei den Erfolgen. Ich habe zwar die Dingens nie bekommen, die, also das habe ich hundertprozentig nie gemacht mit der Schildkröte. Die Schildkröte kannst du halt in jedem Fishing Pool, also in jedem Fischschwarm, der hier so rumdümpelt, kannst du die halt random angeln, diese Schildkröte. Das hatte ich auf jeden Fall nicht. Die habe ich nie bekommen. Ich habe es aber auch nicht so super lange probiert. No. Oh Gott. Wow. Doch, wenn man das verdrängt. Ja, stimmt, du hast recht. Das ist ein richtiger Coping-Mechanismus. Also das kann ich verstehen, wenn man das Unterbewusstsein, also das Unterbewusstsein diese Tortur verdrängt. Definitiv eine Option, ja, du hast recht. You've come such a long, long way, and I've watched you from that very first day to see how you might grow, to see what you might do, to see what you've been through, and all the ways you've made me proud of you. You have proven that you're ready, Twilight. Ready for what? Ja, Raid-Seiten. Nee, danke. Ich bin sowieso nicht mit dem Raid. Also zumindest vorerst nicht. Zumindest nicht im Main Raid. Keymaster. Den Key, den findet man hier irgendwo, ne? Irgendwie Random Loot oder so war das. Oh. Oder man haut den Keymaster um, das hilft vielleicht auch. Oder es hilft nicht. Nee, stimmt. Ich glaube, man muss hier zuerst diese Quests hier drüben, glaube ich, machen. Und da wird man ja irgendwie in den Murloc oder so verwandelt. Und dann kannst du, glaube ich, mit dem Typ da reden. Ja, ich weiß es nicht mehr. Irgendwie sowas war da. Ah, wo ist das Ding hier, wo ich das benutzen muss? Ja, dann alles klar. Bis gleich vielleicht. Destiny.
God damn it. Wotlk.com. Ali. Now return to Celebrity Apprentice. Now, Lil Jon, why do you think your team lost? What? You're supposed to be this great rapper. How'd you lose a rap battle with the deaf bitch? We interrupt your program for a special word from the President of America. My fellow Americans, I have some shit to tell you. I know one president getting some anal from Michelle. Bitch, I got him. Saw Bin Laden out in Pakistan and shot him in the dome and told him, there you go. I got him, yo. We solved the fucking problem, Joe. Let's break out the Hennessy. Everybody smack a bitch round from Okay, ich bin einfach nur zu weit rein, glaube ich. Thought I told you, crackers, you don't wanna fuck around with me. Hey, bro, recognize me. I look like the turkey selling you a slurpee. So much noise about me. Everybody judge me. No one ever loves me. They deny me, but they don't even know I work at liquor store. That's my DNK. This says Kareem Abdul-Jabbar. Yeah, that's him. I drive a cab in New York. I did 9/11. I fight for jihad. Al-Qaeda give me discount cars. Bitch, please, get off your fucking camel. Get your fucking sandals. Say, we're just a king. All your fucking countries from you fucking monkeys. I'm from Africa. I come from Baghdad. Jews took my cologne. I smell like a dog. Mr. President, who should we blow up next? Well, I know Prince William. God damn it. He just sit and get shit for free. How the hell are you gonna let him pay his wedding with the money he took from you, motherfucker? Let him pay for it. What a bunch of pale crossbred. Yeah, they all fail. One of them is dead, and the others should be all in jail. Oh, Prince Charles, live at large. Put your mom in charge. Fuck you, William. And tell the Queen to slob all on my knob. Living like king, raping all the peasants, taking all their presents. So much nice things, we can have it all. We take it from the party. Say, we're inbred. I gotta fuck me cousin. Take a look at London. They mad, they want bread, but they can eat me ass poop. Bitch, please, take off the fucking crown and blow your fucking man, bitch. Hey, queen, get off the fucking horse and make a fucking sandwich. Hello, my name is Donnie Trump. I make $1 billion every time I take a dump. I don't need to win the White House, I'll just buy it. I bought the Taliban and told Osama that he's fired. Now I'm a smart guy, what the hell's this royal wedding? I bought the palace and I'll move in when I'm fucking ready. So when you see the Prince of England stare at Boyd and say, hey, you got some free shit, bozo. You got some free shit, you got some free shit. Free shit, it's free shit. Please, get all your fucking boys and watch my fucking show. Yeah, take, we're taking all your fucking oil. Yeah, bitch, your Doyle rules. Bro, I'm from Africa. Don't fuck with my rolls. My crew's from Mexico. I throw myself up. My fellow Americans, today Osama bin Laden was found at a 7-Eleven in Pakistan, Ohio. I greeted him there myself with a birthday card as I haven't seen him in over 10 years. I asked him to come to my daughter's birthday party.
convince people I killed somebody? Michelle, what's that smell? Yeah, yeah. Triple Penis. Big Business. Hey. Junger Mann. Blumentöpfe. Verstehen Sie? Blumentöpfe. Die perfekte Investition für kluge Köpfe. Ich kaufe sie auf dem usbekischen Markt. Aber mit Made in Taiwan, dann habe ich wenig gezahlt. Aber Gewinn erzielt. Ich bemale sie orange, das wird ein Kinderspiel. Sie fragen sich, was da vorgeht in meinem kranken Hirn. Doch der Clou ist, ich verkaufe sie zum halben Preis als Lampenschirm. Ja, überlegen Sie mal, damit bin ich Multimillionär in wenigen Jahren. Alle wollen das Produkt, es hat verstellbare Helligkeit. Denn ich liefer gratis Bohrmaschine, man kann selbst entscheiden, um zu verhindern, dass mich Opfer imitieren. Muss man, um das Licht zu starten, eine Software installieren. Und als Update verkaufe ich für 90 Cent eine Zimtstange. Zack, hab ich die größte Gewinnspanne im Lande. Ja, ist echt so. Es ist schon rätselhaft, irgendwie geht es glatt. Und er lacht königlich, er macht cool, obwohl es eigentlich unmöglich ist. Sie sagen, er wird niemals seinen Penny verdienen. Doch er ist ein Genie, denn er hat nichts zu verlieren. Oh. Ich war mal wieder siegreich, doch ich plane bereits den nächsten Geniestreich. Ich brauche bloß einen alten Saunaclub, da gibt's warme Räume, das perfekte Klima für Bananenbäume. Ich pflanze sie an und hoffe, dass ich viel ernte. Aus Kostengründen sind die Angestellten Nilpferde. Wichtig ist, dass ich vom Baum nicht die Bananen pflücke, sondern nur die Schale als Perücke, eine Marktlücke. Will man sein nicht vorhandenes Habe decken, muss man jetzt nicht extra eine Banane essen. Ich verkaufe nur die Schale in Glasflaschen. Wird sie trotzdem dreckig, kann man sie bei 30 Grad waschen und sie kostet nur 2000 Euro. Moment, bei jedem Kauf gibt es Rabatt von 99%. Die restlichen 40 spende ich Hilfsorganisationen. Trotzdem bin ich reicher als Dieter Bohlen. Ist so. Es ist schon rätselhaft. Ach, die Axt kriegt man von diesen... Von draußen, von den... Ach ja, hier, von denen... Ah, nee, Quatsch. Horde. Von diesen Drachlingen da, die droppen die Axt, glaube ich. Die geht. Schon wieder eine prächtige Geschäftsidee. McFilet, eine weltweite Ja, die droppt von denen. Da sind, ach genau, da sind so, ja, ich erinnere mich. Ja. Von denen hier. Jeder möchte möglichst schnell seine Traumfigur. Das wird ein Riesenerfolg, ich gehe an die Scheißbörse. Aber verkauf die Aktie nur an Eichhörnchen. Und sie sagen, das klappt nie, doch ich bin deutlich reicher. Guck, der Kaiser hat neue Kleider, glauben Sie mir. Weiß aber nicht mehr, ob er da mehr als eine von braucht. Nee, du brauchst 5. Ja, okay. Es ist schon rätselhaft, irgendwie geht es glatt. Und er lacht königlich, er macht cool, obwohl es eigentlich unmöglich ist. Sie sagen, er wird niemals seinen Penny verdienen. Doch er ist ein Genie, denn er hat nichts zu verlieren. Oh.
Nee, aber bald. Fast 80. Ja, auch. Größtes Problem halt, wie gesagt, die letzten 2 Stunden diese beschissene neue Axt. Das hat mir massivst, ja, einen Stock in die Speichen geworfen. Gerade überlegen, ey, ob ich noch eine andere Waffe habe, so, die dann noch nachtrainiert werden muss. Nee. Also zumindest einhändiges habe ich nichts mehr. Die sind alle schon 3,50 Äxte, Dingens und Schwert, ja. Alles schon hochtrainiert zum Glück. Oh. Sir, hören Sie bitte auf damit, mich anzugreifen. No! War alles so gewollt. War kalkuliert. Oh, mir gehen bald meine Tetrapacks aus. 15 noch. Was für Tetrapacks? Die noch nie das Symbol hier von dem Trinken angeguckt? Da ist sogar ein Strohhalm oben drinnen. Ich weiß zwar nicht, wo die Plastikstrohhelme her haben, aber ja. Fuck. Zu klein? Warte mal. Ich habe mir ja gestern endlich mal Lightshot runtergeladen nach 512 Jahren. Und ich bin halt erstmal richtiger Boomer. Kann man doch irgendwie vergrößern bestimmt, oder? Oder geht das nicht? Warte mal, abspeichern.
Da, können Sie sehen. Und was meinst du mit Glück? Ich hätte auch das hier einfach machen können, ich Idiot. Ich hätte auch einfach... Da, können Sie sehen. Ja, ich weiß nicht, was du meinst mit Glück. Keine Ahnung. Ja. Nicht mein Problem. Ja, das belastet mich jetzt die ganze Zeit, dass diese Fischerfolge nicht mehr da sind. Ich würde mich ja jetzt am liebsten in Retail einloggen und gucken, ob die da auch alle buggy, also ob die da auch alle weg sind. Das würde mich super hart anpissen. Heilerhandschuhe. Schmutz, Schmutz, Schmutz. Crit, Spell, Crit, alles Schmutz. Was ist am meisten wert? Bin freundlich mit dem Kirin-Tor, das heißt, ich kann Fliegen jetzt schon günstiger kaufen. Es kostet keine 5K mehr. GG. Aber was ist das für eine Quest? Wieso? Ich hab's doch gewusst, da waren 4. Ich hab nur 3.
Hab nur 4 gemacht. Das müsste ich... Ah ne, warte mal, das steht ja da, welchen ich vergessen habe. Da sind ja Himmelsrichtungen. Ne, Nexus Geological Reading. Das ist, das ist in der Mitte. Meine ich. Ich kann mich gar... Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ach doch, da muss man hier in der Mitte, glaube ich. Da muss man von oben rein. Ich kann nicht auf Retail rein. Du kannst doch, glaube ich, nicht auf Retail und Classic gleichzeitig einloggen. Also das bei mir ist halt derselbe Account. Oder? Das war doch hier oben, dieses Ding, ne? Haben wir doch noch einen Stock. Ah ne, ich bin schon im höheren. Nee. Nee. Doch, das hier ist der Eingang zum Raid. Oder? Da ist Oculus. Ganz unten ist whatever. Das hier müsste der Raid sein. Bin ich verwirrt. Ach, am Eingang? Ah, ja. Ah. Weil. Wollt ihr mich verarschen, Junge? Das gibt's doch nicht. Ah. Ja. Oh mein Gott, das Ding hat 5 Minuten Cooldown. Oh. Blizzard. Why? Fucking Item hat 5 Minuten Cooldown. Ne, 3 Minuten und 20 Sekunden. Was ist das für ein... Das ist ja noch viel schlimmer. Was für eine dumme Zahl. 1 Minuten und 20 Sekunden Cooldown. Die Person, die den Cooldown da rein programmiert hat, die war doch auch besoffen, als sie das gemacht hat. Ich muss so einen Drachen hier, so ein Hatchling. Also keinen von den großen hier, sondern so einen kleinen, die aussehen wie die Reittiere. Muss ich mit so einer Harpune hier runterholen. Aber als ich eben meinen draufgeschmissen habe,
Nee. Echt übel, ey, wie überfarmt das hier ist. Unfassbar. Oh, hier brauche ich jetzt erstmal nicht weggehen. Ich brauche die ja noch. Ja, ich brauche sogar nur die. Das ist die Gruppenquest unten rechts. Das ist uninteressant, die beiden. Ich habe noch die hier. Wow. Mit Level 72 lerne ich, könnte ich ein neues oder ein höheres Wiederbeleben leveln, das ich nicht kaufen werde. Weil mein Holy Wrath, also mein AOE Untoten Stun Moped, könnte ich endlich mal erhöhen. Will ich da wirklich 20 Gold für ausgeben? Eigentlich ja nicht. Ja, ich habe wieder vergessen, dass es Mages sind. Fucking Mages. Die hätten mich eben fast aus den Schuhen gehoben. Why don't you dodge this battle like you did Vietnam? Cause you got as much chance of beating me as LeBron. I'm a flying machine, like the world has never seen. You can fight one man, I can drive. Haben Sie gesehen? Es war ein bisschen knapp. Eins kleines bisschen. You got a problem. Your whole basketball career turned whack when
and you came back a wizard like Gandalf the Black. You should have kept your ugly sneakers packed up on a shelf. Stick to golf, you can keep the ball to yourself. Ooh, I'm so pretty, my hands are so fast, I'll whoop your face back to your Hitler mustache. Now your daddy got killed and I feel for your family, but your baseball career, now that was a tragedy. Man, you make me sick, but I'm better with the flu. You should let the Fresh Prince do your rapping for you. I would pass the mic to Pippin, but I'm not done scolding. Stay all up in your grill like my name was George Foreman. I saw you slapping Reggie Miller, boy, what's wrong with you? You fight like the little girls who make your Nike shoes. McDonald's and underpants as corporate backers. You stay at the Ritz cause you sold out to crackers. So Cassius wants to talk about cashing checks. I'll school you through your bug spray, off your Broadway play, over the Japanese dude sitting on your face, hitting nothing but net. You ain't seen nothing yet, man, you needed a movement cause you're so full of shit. I'm a better athlete and a better MC. Battle me 2 more times, watch me get a 3P. Why don't you back up that trash? I leave you like Ich mach so viel mehr Damage, wenn da nicht nur ein Mob steht, das ist so unnormal. Und vor allem bin ich dann nicht die ganze Zeit oben. Ich kann tatsächlich Knöpfe drücken. Ja, das war ein Rogue und ein Priester. Keine Ahnung, warum diese Quest jetzt nochmal gestartet hat. Ich kann diese Quest mit dem, wo ich so einen Drachen da runterziehen muss, kann ich jetzt warum auch immer nochmal machen. Die Päckchen. Diese Fläschchen und so sind da drin. Also im Grunde BC Burning Crusade Consumables. Wobei es auch nicht nur BC sind auch niedrige Items aus Wotlk auch mit drin, also so ein Mischmasch. Aber ich mache die immer nur auf und verkaufe den Scheiß dann beim Händler. Benutze den Mist nicht. Ich weiß nicht mehr, ob das eine Daily ist. Das kann schon gut sein, aber das ist jetzt genau die gleiche Quest nochmal. Also ich verstehe auch nicht, was hier gerade los ist, warum ich die nochmal machen kann.
Ja, wenn ich nachher gebannt bin, wissen wir warum. Mal fett Bug abused. Für Speed, XP Speed grinden. Du hast es gesehen, ne? Das heißt mindestens 48 Stunden Bann. No. Damage decreased by 80%. War vielleicht nicht so die beste Idee, die zu pullen, die alle zusammen zu pullen. Also hier sehen Sie, wie sie es nicht machen. Autsch. Ja, ich denke dann aber auch mal, da kommt jetzt glaube ich noch so eine Quest, wo man so einen Drachen beschwören muss, mit dem man dann in den Nexus da oben so reinläuft. Die mache ich noch, aber da muss ich erstmal weg. Und ich sag jetzt schon mal vielen, vielen Dank, dass du dir die Parade, die Clowns Fiesta hier so lange angetan hast, dass du hier warst, Konversation gehalten hast und vielleicht auch demnächst wiederkommst. Aber wie gesagt, ich muss dann erstmal mindestens um 6 muss ich dann erstmal weg. Also so 1,5 Stunden mindestens.
ich habe jetzt schon, ja, dann die Wartezeiten. Oh, ja, aber ich werde danach dann, ja, wie gesagt, da werden wahrscheinlich dann 3 Stunden Wartezeit oder so sein oder 2 Stunden. Falls du Interesse hast, ich werde dann wahrscheinlich ein neues Spiel anfangen. Also ich werde dann... Wieso bin ich angegriffen worden? Oder hat da einer außerhalb gestanden? Ah ja, okay. War ein dreckiger Mage. Ja, ich werde irgendein neues Spiel anfangen zu streamen. Wahrscheinlich entweder Demon's Souls oder Elden Ring, falls du das was sagt, falls du dich das interessiert. Da würdest du dann tatsächlich mal ein schweres Spiel sehen. Und eins, bei dem ich auch jämmerlich teilweise erstmal versagen werde. Wie jeder. Ups. Ja, theoretisch müsste ich eigentlich vorher erstmal Dark Souls 3 zu Ende machen. Dark Souls 3 muss ich nämlich noch also habe ich noch die beiden, also im Hauptspiel fehlt mir noch der letzte Endboss. Dann fehlt mir von dem zweiten DLC, also Download Content, wenn du weißt, was das ist. Davon fehlt mir noch der letzte Endboss. Und der komplette dritte DLC, den habe ich noch nicht mal gestartet. Das müsste ich theoretisch auch noch machen. Aber ich habe schon seit 3 Monaten oder so nicht mehr angemacht. Also definitiv ein bisschen rusty. Aber ja, warum ist hier ein... What? Okay. Ach, schon wieder Eisland, dieser Schmuck. Ich habe meine Execute nicht durchgekriegt. Zu langsam reagiert. Warte mal, ich habe sogar alle Quests hier fertig. Nee, aber ich muss... Nee, das... Halt. Ich das Item hier benutzen? Was war denn das? Oh, okay. Jetzt einfach zu diesem Eingang da, ne? Ach, nee, ich muss noch mal was sammeln vorher. Die Dinger, die hier rumstehen. Ich habe gewusst, da war noch irgendwas. Und wenn das dann fertig ist, dann läuft man mit so einem Drachen in diesen komischen Eingang da rein. Damn it. Aber jetzt bin ich gerade schon wieder ein bisschen traurig. Bin nämlich fast mit dem ersten Gebiet fertig. Macht mich ein bisschen traurig.
verpisst sich. Nein. No. Geht weg, ich hab kein Bade. Verpisst euch. Leave me alone. Ja, ich habe noch Twinks, aber ich werde das mit Twinks nicht nochmal machen, bevor... Also frühestens, wenn ich die das Gear habe, also das Twink Gear, und wahrscheinlich sogar auch, also ich werde wahrscheinlich keinen zweiten Twink hochziehen, ich werde die nur bis hierhin hinziehen, und die können ja dann fliegen, die sind dann im Grunde nur dafür da, um mir Ressourcen zu farmen. Ich werde maximal, ich weiß nicht, vielleicht werde ich den Charmy noch hochbringen. Aber ich werde halt höchstwahrscheinlich, frühestens wenn ICC kommt und wenn dann dieser 30% Nerf kommt, weißt du, dass du halt eben 30% weniger Erfahrung bis Max-Level brauchst. Dann werde ich wahrscheinlich erst den nächsten Char hochziehen. Außer, wie ich schon gesagt habe, eventuell den Charmy werde ich vorher noch hochziehen, aber ich weiß noch nicht. Weil weißt du, wenn dieser 30% Nerf kommt und wenn du halt dann Twink Gear anhast, also das Level Gear, dann kannst du halt in Instanzen leveln. Das ist dann halt ungefähr die gleiche Geschwindigkeit oder ein bisschen langsamer als das, was wir halt eben die ganze Zeit gemacht haben mit dem 50% Buff. Beziehungsweise es war ja auch nicht nur ein 50% Buff, es war ja genauso wie das, was ich eben gemeint habe. Du brauchst halt eben schon weniger als eigentlich normalerweise du früher gebraucht hast. Also da ist ja auch in Classic, in Vanilla und in Dingens ist ja auch der 30% Nerf schon aktiv die ganze Zeit. Und dann hast du halt vor kurzem noch den 50% Buff da bekommen. Aber Zaragozas Landing, das war doch auf dieser einen Plattform. Wo ist die denn? Auf dieser Plattform vor dem Eingang. Deswegen verlasse ich mich nicht wirklich auf diese Marker da. Ich bin mir relativ sicher, die Marker sind oft falsch. Der Zaragoza, Zaragoza, wie auch immer, Landing, whatever. Zaragoza. War so eine Plattform hier, aber ich... Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Nee. Doch. Nee, die hier, Keristrasa, die ist das, die mit einem dann da reinläuft. Fuck. Habe ich doch schon. Die hat mir doch dann die Quest weitergegeben. Oh. Die teleportiert dann dahin. GG. Oh. Okay, ja. Da hätte ich lange suchen können.
Ja, die Marker sind trotzdem oft, die zeigen trotzdem oft Bullshit an. Guck hier ist auch noch einer. Nein, nein, nicht nochmal. Ist gar nicht meine. Das ist die von den Hortlern da eben. Könnten sie jetzt bitte spawnen? ...54,68. Wow, 1,5%. 1,5% weniger physischen Schaden. DF? Ja, was ist DF? Komm gerade nicht drauf. Komme gerade nicht drauf, was da siehst. Oh. The name's King John, I got a license to ill. Make you swallow my rhymes like a steroid pill. Your body looks like a spray tan banana with a Wotlk mustache and a wag bandana. Ach, stimmt, ja, du hast recht, man muss die ja selbst rufen. Ach. Ja, okay. Hab gerade wieder meine 5 Minuten Hirnfurz. Aber was ist DF? Ich check's halt nicht. Ach, Dragonflight. Ah. Ja, ich muss halt sagen, ich habe nicht besonders viel Interesse an Dragonflight. Game wird einfach von Tag zu Tag schlechter. Ich hoffe, dass es jetzt mit Dragonflight wieder ein bisschen richten. Wenn die es da halt noch mehr auf diesen M+, also wenn das noch mehr auf nur M+ Spieler und mythische Raider abzielt, dann bin ich echt raus. Dann war es das, glaube ich, für mich. Hasse das halt einfach so dermaßen, dass du im Grunde nichts anderes mehr machen kannst, außer 15er Keys und mythisch raiden. Einfach nur richtig schlecht. Alles scheiße. Und das Ding hier, es gibt so viel Haste, das könnte ich sogar zum Healen benutzen. Nee. Yep, und das ist jetzt die letzte Quest. Da läuft man jetzt mit der Ollen da rein und ja. Hallo Maligos. Spoiler. Maligos macht Sachen, die nicht politisch korrekt sind.
Ich hoffe, du hast die Ohren zugehalten, als ich das gesagt habe. Hi there, neighbor. I hope you don't mind if I change my shoes. I'll be rocking sneakers till this battle's over, so I don't get blood from your ugly face on my panty loafers. I like you just the way you are, one in a million. But it looks like the barber gave your head a Brazilian. I pity your neck, Mr. Gold Chains. You got too many. The only gold I Das ist echt so unnormal, dass ich mich halt wirklich auch noch an 90% von dem ganzen Scheiß hier erinnern kann. Es sind halt nur manche Quests, wo ich mich nicht an die Details erinnern kann, welches Item du wo drücken musst und wie auch immer. Ich kenne das hier halt alles noch. Ich finde das immer so... Ich will nicht sagen, ich bin da neidisch drum, aber wenn da halt andere Leute irgendwas 2 Jahre nicht gemacht haben, wenn die dann alles einfach mal wieder so einfach wieder komplett neu machen können, weil die alles vergessen haben. Kann ich halt nicht. Hey, ich kenne den Scheiß hier halt alles nach 10 Jahren noch. Das ist auch der Grund, warum ich Spiele nie mehr als einmal durchspiele. Es gibt nur eine Handvoll Spiele, die ich mehr als einmal jemals durchgespielt habe. Also normalerweise bin ich ja so jemand, der die ganze Zeit reihenweise Spiele durchspielt. Das hast du jetzt eher weniger von mir gesehen. Du hast ja jetzt auch nur von mir wirklich mitbekommen, dass ich am WoW spielen bin, aber das ist im Grunde ja immer nur, wenn ich mit Leon oder so gerade halt eben ein paar Monate oder Wochen reingegrindet habe. Maligos. Wir haben Maligos Olle umgebracht. Oculus! Ach, das macht mich so traurig, dass es kein LFG gibt. Bei dem nicht jedes Mal direkt, wenn Oculus rankommt, erstmal 3 Leute liefen. Macht mich so unglücklich. Ich will Oculus mit LFG-Leuten spielen. Ich meine, klar, jeder hasst Oculus. Ich mag Oculus auch nicht, aber das muss einfach. Das ist einfach... Das gehört einfach mit dazu. Cook, now you shall take her place. Er hat sie einfach gejoinkt. Joink.
Sehr politisch unkorrekt. You've bested my concert and now you shall take her place. Ah. Have they no shame? Okay, ich habe alle 4 Quests. Und sogar 4 Dungeon Quests. Holy crap. Ja. Dann bin ich jetzt erstmal fertig, ne? Ja, ich muss aber dann definitiv nochmal Zeug von meiner Bank fortschicken und dann den ganzen Scheiß hier da reinstopfen. Und ich muss die ganzen Päckchen hier aufmachen und den Kram verkaufen. Also guck, was der gefragt, was da drin ist. Also wie gesagt, das sind halt die, nicht Flasks, wie heißen die anderen? Pots. Du kriegst halt hier so Pots aus BC und halt eben, ja, auch Mana und Lebenspots. Und dann halt auch so eine komische Mischung aus BC und halt die frühen WOTLK-Dinge. Das ist halt alles Schmutz. Also ich werde mir mit Sicherheit nicht die ganze Zeit hier, ja, also ich werde nicht anfangen, mir hier die BC-Pots zu stacken. Wobei das sind nicht mal die, ja doch, ne Quatsch, das sind nicht mal die Pots. Damals gab es ja noch, es gibt ja Flasks. Und dann gibt es aber auch noch Wächter, also diese Dinge, die Wächter und die, wie heißt das andere, Wächter-Elixier und Battle-Elixier. Also Battle-Elixir und das andere, also Wächter und Angriff. Also die offensiven und die defensiven Dinge. Guardian Elixir, oh mein Gott. Und du kannst du kannst halt beide nehmen, also eins von jeweils dem, also ein Wächter und ein Angreifer-Dingens da und die halten halt 1 Stunde, also wie halt normale Pots. Problem ist, dass die nicht durch den Tod durchhalten. Also wie die normalen Pots, die halten ja, wenn du verreckst, aber die Dinge halt eben nicht. Und da werde ich jetzt mit Sicherheit nicht anfangen, mit diese komischen BC-Dinger da zu stacken. Lustig ist aber, ich werde später... Also bist du noch da? Sonst rede ich die ganze Zeit mit mir selbst. Aber bei mir ist halt Bis-Item eins von diesen Dingern. Oh, okay. Das Ding hier war, glaube ich, eins von denen. Ich glaube, die hätte ich sogar aufheben sollen. Diese Guardian Elixirs. Die hätte ich aufheben sollen. Die hätte ich die ganze Zeit nicht verscherbeln dürfen. Weil das ist, also es gibt ein Guardian Elixir, das gibt dir... Nee, Quatsch, nee, das ist eins. Ein offensives, das gibt dir Int. Jetzt bin ich verwirrt. Ich habe immer so Zeug genommen, das ist aus Classic, das gibt dir Int. Aber jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt, weil das hier ist ein Guardian Elixir. Oh mein Gott. Elixir.
das dir 45 Int gibt. Aber ich glaube, ich habe das damals auch immer, also die Dinger immer auch immer benutzt. Dann war, glaube ich, das Ding, der offensive Trank, den ich aus Vanilla benutzt habe. Da gibt es wahrscheinlich nur einen einzigen offensiven Trank, der dir Int gibt. Und der ist aus Vanilla. Den werde ich mir dann auch wieder machen müssen. Das Problem ist, da muss ich erstmal irgendwen finden, der das kann. Das Problem ist nämlich, wenn ich mich richtig erinnere, da musstest du, obwohl, nee, das könnte ich sogar selber. Ich glaube, den hat man relativ schnell bekommen. Das ist nämlich irgendwas, das ist irgendwas mit Gadgets, mit Ratchet. Oh, nee, wie heißt das? Vor Zulfarak? Also ich glaube, das kriegt man irgendwie bei dem Ding vor Zulfarak. Aber ja, ist ja egal. Also auf jeden Fall, eins von meinen Dingern, das ich benutzen werde, ist halt eben eins von diesen dämlichen Elixieren aus Vanilla. Weil das gibt alle Stats und dementsprechend halt auch eben Int. Und Int halt größer alles. Mir ist halt die Zaubermacht, die ich von dem komischen Pot bekomme, den du halt eben hier in Wotlk hast, die ist mir halt scheißegal. Die Zaubermacht brauche ich nicht. Ich brauche Int. Deswegen, also ich glaube, die Dinger hier aus BC, die brauchte ich als defensiv, also weil die Dinger sind defensiv. Und das Ding aus Classic war, glaube ich, so ein Battle Elixir, also so ein offensives. Ja, ist alles ein bisschen wack. Oh, hier ist es. Nee, warte, das ist aber... Doch, das ist ein offensives. Nee, dann war das sogar gar nicht aus Classic. Dann ist das aus... Ja, dann ist das auch aus BC. Guck, das Ding hier, das gibt dir alle Stats 20. Also 20 Int. Ist ein Battle Elixir, also ein offensives. Und das hier ist ein Guardian Elixir, also ein defensives. Und das gibt dir halt 45 Int. Und die 65 Int, die das Ding gibt, sind halt für mich viel besser als die Zaubermacht, die du vom Wotlk-Pod bekommst. Ich weiß gar nicht mehr, was das gibt. Ich glaube, der Wotlk-Pod gibt irgendwie, keine Ahnung, 85 Zaubermacht oder so. Irgendwas war das. Hätte ich da vorher mal ein bisschen aufgepasst. Ich habe wahrscheinlich schon ein paar von denen verkauft vorher. Ich habe bestimmt schon 30 oder so von diesen Päckchen aufgemacht und halt alles, was da drin war, außer die Pot, also die Heal und Mana Pots, habe ich halt alles verkauft. Von denen, da ist halt auch jedes Fläschchen ist halt 50 Silber wert, also ist schon ein bisschen was wert. Aber ja, dann, du warst ja jetzt noch da, hast dir meine Tirade über was ich später farmen werden muss. Farmen werden muss? Ja, doch, ist richtiger Satz. Also ich muss halt eben die Dinger hier zusammen farmen und das wird auch wieder eine Shitshow. Aber ja. Oh ne, ich habe davon was auf der Bank. Okay. Na, egal. Aber dann bis nachher. Ich bin erstmal weg. Ciao.